Okay. Moin zusammen zu einer kleinen Hauruck-Aktion. Ich hoffe, wir sind drauf. Heute sind wir tatsächlich mal verarscht worden. Tatsächlich sind wir heute einmal etwas verarscht worden. Ja, unfassbar. Und zwar hatte ich vom CruiseGate die Info 20:30, vom Lotsen die Info 20:30 und dann haben die echt umbestellt. Und jetzt kommt die Info vom Lotsen, oh ja, die haben umbestellt auf 18 Uhr. Hei, 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 hei. Okay, ihr Lieben, los geht's, würde ich sagen. Aber wir haben noch kein Horn verpasst. Bei mir ist der Dennis von der Elbcam. Übrigens, komm Dennis, du kriegst mal ein Mikro. Ja, hallo. Wenn du willst, kannst du dich auch da so ein bisschen ins Fenster stellen, wenn du gucken möchtest. So, ich hoffe, wir sind drauf. Ich hoffe, wir haben ein Bild. Ich hoffe, wir haben Ton. Und ja, es sind ja tatsächlich dann doch ein paar Leute da, die kurzfristig jetzt... Aber das Gute ist natürlich, lichtmäßig ist es jetzt natürlich besser, weil ich bin eigentlich vom Stream her auf Nacht aus gewesen. Und also vom Objektiv her, ich hatte mein Nacht-Setup. Timo fragt, ob da jemand außer Atem ist. Ja, wir saßen um 5:45 saßen wir unten in der Pizzeria, als wir die Nachricht bekommen, geht um 18 Uhr los. Ich sage erstmal, Digga, du spinnst doch. 20:30, Lotse. Nein, Festmacher sind da, hieß es dann. Wir legen jetzt ab. Ich schnell Lotsen. Was ist da los? Oh ja, sorry, die haben umbestellt. Ja, na gut, wir haben es ja doch noch geschafft. Dann haben wir es in der blauen Stunde, ne? Und dafür haben wir natürlich jetzt tolles Licht. Und ja, also wie gesagt, bei mir der liebe Dennis. Ja, Moin, hallo, Dennis. Moin, willkommen. Der ein oder andere kennt ihn von der Elbcam. Wir hatten uns heute mal getroffen, waren noch ein bisschen lecker Pizza essen. Und ja, wollten dann hier eigentlich ganz entspannt den Stream machen von Deck 7. Ne, wir dachten, wir haben noch ein bisschen Zeit, geht um 20:30 Uhr los. Wollten hier noch ein bisschen schnacken und so. Und ja, dann kam von dem Tobi, der ja gestern im Stream war, noch die Info. So 5:45 sagt er, wir legen jetzt gleich ab. Ja. Ist ja auch selten, dass die mal 2,5 Stunden eher fertig werden, oder? Das hat mich jetzt auch gewundert, ja. 2,5 Stunden eher fertig als eigentlich geplant. Holla die Waldfee. Chrissy, danke dir. Chrissy lässt erstmal 2 Euro da. Und Mike lässt auch 2,49 da. Geheimagent Hansi ermittelt. Ja, danke Mike. Grüße dich zurück. Der Geheimagent. Guck mal, Mike lässt noch einen da. Nochmal 2,49. Danke. Und auf Twitch Soren EH. Danke für deinen Prime-Sub. Rea ist da. Verschenkt einen Sub auf Twitch. Und der Timo ist seit 13 Monaten auf der Speicherstadt. Ja, ich hoffe mal, dass wir gleich ein fulminantes Horn bekommen. Aber guck mal, ey, alles entspannt. Die fahren noch gar nicht. Doch ein bisschen bewegt haben sie sich eben schon. Na, die fahren noch gar nicht. Vom Bugstrahlruder konnte man eben schon Wellen sehen. Also wenn ich das richtig sehe, ist da aber noch eine Leine. Oder?
Mal gucken, ob ich hier mit Digital-Zoom etwas... Also Leute, seid ihr mit mir einer Meinung, dass da noch 2 Leinen vorne am Bug sind? Ich frage für einen Freund, der gerade ein bisschen hektisch ist. Ja, alles gut. Ja, sie ist auf jeden Fall noch da. Sie ist noch da, die Leinen sind noch da, noch kein Horn verpasst. 2 Leinen sind noch da, positiv, jawohl. Dankeschön. Markus schickt 2 Euro für ein Schweißtuch. Ja, das brauchen wir. Wir mussten ja gar nicht so viel rennen. Wir saßen direkt unten in der Losteria, Ja. mussten eigentlich nur in den Fahrstuhl. Aber kurzzeitig war es schon ein bisschen. Und glücklicherweise war hier vieles schon fertig aufgebaut. Das mit der Toilette, das habe ich nicht mehr eingeschoben. Annette, danke dir für 2 Euro Superchat. Und erstens kommt es anders, schreibt sie, ja. Und zweitens, als man denkt. Genau, Paddy, 10,2 Sekunden auf 100 Meter im Holzhafen. Ja. MD fragt, was die rote Fahne vorne am Kussmund bedeutet. Das hatten wir letztens schon bei der AIDA Sol. Das ist nochmal einfach so eine zusätzliche, Warnflagge, dass da nochmal ein Wulstbug unter Wasser ist. Also gerade, ich denke mal in erster Linie so für die ganzen Hafenrundfahrten. Genau, damit da und keiner so, gegenfährt. Ja. Dass da keiner Drauf lang fährt. Ja, Micha, danke dir für 6 Monate auf der Speicherstadt. Dennis, wie lange dauert es immer bis zur Elbcam ungefähr? Wenn sie Airbus passiert hat, ca. 90 Minuten. Okay. Wobei sie geht ja vorwärts raus, ist sie ein bisschen schneller vielleicht auch schon. Die NSC dreht ja immer, das dauert immer einen Augenblick länger. Ja, ich sag ja immer in Fluchtrichtung geparkt. Ja, genau. Die kommen ja mal recht schnell in Fahrt. Ja. Ja, das ist so ein bisschen, war jetzt so ein bisschen komisch, weil ich glaube, beim Cruise Gate stand sie auch mit 18 Uhr drin. Okay. Cruise Gate hat ja immer diese Zeiten. Ja, genau, Ne? aber Und oft passen die halt nicht und dann kommt halt am Tag vorher meistens vom Cruise Gate so eine E-Mail, wann die planen, rein und raus zu gehen. Und die E-Mail ist, ich sag mal, 95% verlässlich. Ja. Gut, aber Festmacher sind ja da, die sehen wir. Also es sollte auf jeden Fall wohl jetzt bald losgehen. Festmacher würden da jetzt auch, glaube ich, nicht 2,5 Stunden warten wollen. Nee. Mal gucken, geht denn die zweite Kamera? Ja, die geht. Ja, und der liebe Tobi, der hat es rausgerissen. Ich wollte ihm ja im ersten Moment nicht glauben, Tobi, weil ich eigentlich immer auf die Infos vom Lotsen sehr viel gebe. Aber Tobi hat gesagt, nee, du, die Festmacher sind da, die Gangway ist drin. Was ja gar nicht so ein schlechtes Zeichen ist. Also Tobi, dickes Dankeschön. Ohne Tobi würden wir noch Pizza essen. würden wir noch Pizza essen, ja. Und würden beim Pizzaessen gucken, wie die AIDA vorbeifährt. Ja, genau. Also Tobi kriegt definitiv die Auszeichnung zur Infoquelle des Monats. Ja. Ja, Raik, ich habe schon alle Formalitäten für meine Kreuzfahrt erledigt. Nur für einen Check-in oder eine Check-in-Zeit habe ich mich noch nicht entschieden. Aber wahrscheinlich werde ich da einfach irgendeine nehmen. Miss Hamburg fragt, wann legt die AIDA ab? Ja, sie ist dabei. Jetzt gleich. In wenigen Minuten. Hallenser, herzlich willkommen an Bord. Danke für deinen Prime-Sub. Und abgefahren 1 ist im 6. Monat auf Ja, Twitch dabei. Brigitte weiß auch Bescheid. Danke. Ja, Brigitte weiß auch Bescheid. Und Herr Kuschke, auch an dich ein dickes Dankeschön für 6 Monate auf Twitch. Danke für deinen Sub.
ja, lichtmäßig würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein Gewinn. Obwohl ich sie ja im Dunkeln lieber mag, wenn die so schön beleuchtet sind. Ja, am allerschönsten ist natürlich, wenn du die blaue Stunde erwischt. Ja. Haben wir ja gleich, oder? Sonnenuntergang ist ja jetzt gerade? Ich glaube, wir haben da jetzt schon den Zenit überschritten. Das war letzte Woche. Also ich glaube, wenn sie sich jetzt noch eine halbe Stunde Zeit lässt, dann wäre das. Andreas Westphal schickt 10 € Superchat, damit Dennis sich Kaffee mitnehmen kann. Ach, Andreas, Mensch. Vielen Dank. Ganz lieben Dank, das wäre nicht nötig gewesen, weil Dennis kriegt auch so den Kaffee von uns. Bin so gut versorgt hier. Ja. Carsten auf See, danke dir. 14 Monate schon. Heute nach 43 Tagen von Aida Mar abgestiegen. Oh, ich hoffe, du hattest eine schöne Reise. Guck mal, es sind noch 2 Leinen dran, die gehen doch erst um 20:30 Uhr raus. Ja, gut, dann gehen wir wieder runter. Ja. Dominik, unser Schiffsfahrer, ist da. Dominik, moin. Ja, Ronny meldet, dass da noch ein Conroe-Schiff kommt. Ja, die waren auch auf der Liste. Die waren für 21 Uhr, glaube ich, fest. Aber ich glaube, das Conroe-Schiff und die Aida Mar, die sind so von den Ausmaßen her, Ja, die können sich begegnen. die sind noch nicht ganz so fett. Aber ich habe mal eben schnell die Route, weil die Aida Mar, die geht nämlich auf eine wunderbare Kanarenkreuzfahrt. Das Ganze nennt sich Winterpause Kanaren. Insgesamt, glaube ich, 21 Tage oder 21 Nächte. Ich weiß immer nicht, welche Angabe da zählt. Geht los, natürlich von Hamburg nach La Coruna, Funchal, und dann klappern die alle möglichen Inseln und Häfen unten in den Kanaren ab, bevor es wieder hochgeht über Lissabon und Le Havre, dann zurück nach Hamburg. Wasserburg ist da. Herzlichen Dank für 2 €. Dankeschön. Und Petra lässt 5 € Superchat. Nee, nicht Superchat, PayPal. PayPal-Spende lässt Petra da. Ganz lieben Dank. Fuhlsbüttel ist auch da mit 20 €. Sven, ganz lieben Dank. Die Fähren machen auch mit. War das vielleicht Dominik, der gerade hier... Ja, das war Hornbattle. Hornbattle. Dominik und die Aida Mar. Gänsehaut. Wer gewinnt, ist eine rhetorische Frage. Alles auf den Schiffsfahrer. Ja, und dann geht's los. Dafür, dass wir vor einer halben Stunde noch Pizza gegessen haben. Wer hat denn die eigentlich bezahlt? Tanja, oder? Wir sind einfach rausgestürmt. Das hat uns auch keiner aufgehalten, ne? musst du noch abwaschen wegen euch jetzt hier. Tanja musste noch waschen. Abwaschen. Ja. Dann hast du das aber nicht gründlich gemacht. Das ging relativ schnell. Ja, ich bin da fix, ne?
Mike, danke dir. Nochmal 2,49. Hansi verteilt wieder Fischeis in die ganze Community. Aber gut, dass es unseren WhatsApp-Kanal gibt. Ja, trotzdem haben es alle zu uns gefunden hier, ne? Also ohne den WhatsApp-Kanal wäre das jetzt, glaube ich, schwierig gewesen, so einen Frühstart hinzulegen. Also für alle, die das nicht kennen, daher nochmal ein bisschen Werbung dafür. Nein, Dänemark-Fan. Pizza mit Senf, das wiederum ist nicht so dolle. Obwohl wir hätten ja mal gucken können, ob sie uns das servieren, ne? Ja, und wir haben auch schon ein paar Meter zur Pier. Martin sagt, das Paket mit dem Kartenspiel ist angekommen. Ein absoluter Hingucker. Danke, Martin. Das Lob werde ich auf jeden Fall mal an Philipp weiterleiten. Der hat schon gefragt, wie finden die Leute es. Ich habe mir jetzt noch gar nicht angeguckt. Ja. Ich schaue mir Philipp das ist immer mal an. ganz heiß auf Feedback. Jetzt muss ich Romy lernen, ne? Das ist ein Romy, oder? Oder Kanaster oder Bridge. Okay. Dominik, dein Horn war sensationell und du kommst ja auch bestimmt gleich noch mal zurück. Aber wenn man sich die passenden raussucht, kann man damit auch Mau spielen. Ja, Oder schwimmen oder so. aber wie ich Tanja kenne, hat sie das mit meiner EC-Karte bezahlt. Von daher Das Essen? ausgleichende Gerechtigkeit. Sie hat ja vollen Zugriff auf alles. Oh. Geht es dir auch so wie mir, ja? Oh nee, Dominik bleibt unten, er kommt nicht noch mal zurück. Ja, Anja, dann schade. werde ich das mal üben. Martin, das leite ich auf jeden Fall weiter. Danke dir. Nein, nein, sie fährt, sie fährt. Ihr guckt genau richtig. Ja, Happy Vibes, das Horn kam schon. Ich weiß nicht, ob hier gleich noch mal eins kommt. Die Zuschauer sehen gar nicht, dass wir live sind. Wer weiß das? Die draußen. Ich mach mal dein Live-Schild an. Ach so, mein On-Air-Schild ist. Ja. Ja, stimmt, das habe ich vergessen. Unten oben, Mitte. Das ist so ein Schalter. Ah ja. Danke dir, Manuela, für eine verschenkte Mitgliedschaft. Thomas, die Reise geht Richtung Kanaren. Das nennt sich
glaube ich, große Winterpause Kanaren. Die Route, die hatte ich eben schon mal eingeblendet. Will ich jetzt nicht nochmal machen, weil sie gerade losfährt. Aber es geht Richtung Kanaren und ich meine 21 Tage oder Nächte dauert die Reise. Thomas wünscht sich das Geburtstagshorn zum Ehrentag. Thomas, sehr, sehr gerne. Können wir das verschieben, bis sie raus ist, die Aida Mar? Vielleicht gibt es ja hier noch mal ein bisschen echte Geräusche. Bitte erinnere uns doch nachher noch mal dran. Aber auf jeden Fall gibt es schon mal herzliche Glückwünsche von uns. Ich kann ja auch hier gucken. Das ist ein Logenplatz hier. Ja. So, da ist ein Chat auch. Citromuffin, willkommen an Bord. Danke für deinen Prime Sub. Und die Terrorzicke ist im 4. Monat dabei. Herzlichen Dank. Ja, gute Frage von Captain Chaos. Ist denn noch irgendjemand an Bord auf der Aida Mar, der hier zuschaut? Außer dem Tobi, der heute wirklich sich ganz, ganz viele Fleißpunkte verdient hat, indem er uns gewarnt hat. Nee, also ein Horn gab es schon. Also die typischen 3 langen Töne beim Losfahren. Ob es jetzt noch eins gibt, das kann ich euch nicht sagen. Also heute mit dabei ist natürlich Tanja noch und der Dennis von der Elbcam. Ja, hallo? Eigentlich wollte ich mit Dennis noch ein bisschen über die Elbcam quatschen. Das machen wir, wenn sie weg ist. Dann können wir noch mal ein bisschen über Entstehung von der Elbcam erzählen und so. Eigentlich wollte ich das vorher machen, so als Vorglühen, aber das ging ja zeitlich heute mal voll in die Hose. Aber jetzt wird es eh nicht lange dauern. Dann ist sie hier voll im Bild und ruckzuck an uns vorbei.
Ja, Aida Mar ist, glaube ich, typischerweise immer in Warnemünde. Also da legt sie auf jeden Fall deutlich öfter an, das Jahr über verteilt. Ich denke, die macht jetzt hier diese Runde Kanaren und dann wird sie irgendwann auch wieder regelmäßig Warnemünde anfahren. Ich glaube, Warnemünde, die machen, glaube ich, so ein bisschen Winterpause. Also da ist, glaube ich, so bis Anfang April ist da, glaube ich, nicht viel mit Kreuzfahrten. Oh, schön in diesem weichen Licht. Ja, ich weiß gar nicht, ob der Tobi irgendwo steht und noch winken kann, aber der gehört ja jetzt zur Crew und könnte natürlich sein, dass der schon voll eingespannt ist. Oh, da unten blitzt es. Ja, 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 Nebel wird es auch bald wieder geben. Ohne Nebel und bei Tageslicht, ich weiß, vollkommen ungewohnt, aber gewöhnt euch dran. Das ist doch, glaube ich, ein Foto wert. Haben wir. Ach, ich freue mich auch schon auf meine Kreuzfahrt. Ich freue mich auch schon. Olle Radde ist da. Moin, Radde. Ja, Licht ist wirklich toll. Also lichtmäßig haben wir jetzt natürlich Glück, dass sie früher rausgeht. Ich war hier auch schon vom Objektiv auf einen Nachtauslauf eingestellt. Ja, hier ist es noch so hell, ne? Die Frage kam gerade, ja. Ronos, ganz lieben Dank für 5 Euro Superchat und liebe Grüße zurück nach Peine. Guck mal, da winkt jemand. Da Seht ihr oben, das? ne? Oben. Ja, da ist das Und der Tobi. Als ob ich Ist das. nicht vorne auch so ein Bereich bei den Schiffen, der gar nicht für Gäste Ja, der ist nur für Crew da vorne, genau. Das könnte sein mit der. Ja. Soll ich mal zurückwinken? Mit der Taschenlampe? Also Tobi, wenn du das bist, auf jeden Fall wünschen wir dir eine ganz tolle Zeit an Bord. Viele nette Gäste, tolle Ausflüge und einen Traumjob. Ja, Tobi bestätigt nochmal, dass er das ist. Ja. Der sitzt bestimmt im Whirlpool. Bitte? Die haben vorne immer so einen Whirlpool, die Crew. Der ist ja bestimmt im Whirlpool.
Also bei der Euribia war das letztes Jahr so. Das war sehr gemein. Wenn man die Bugkamera auf dem Fernseher angemacht hat, konnte man sehen, wie die vorne im Whirlpool rumlagen. Genau, Tobi, drück mal auf die Hupe. 5 € kommen nochmal in die PayPal-Kasse, allerdings anonym. Trotzdem einen ganz, ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Tobi, Infoquelle des Monats. Der Edward Snowden der Kreuzfahrtbranche. Er hat's geleakt. Schön, Ich glaube, die AIDA wollte sich rausschleichen, ohne dass wir streamen. Ja, ich denke auch. Und deswegen gibt es jetzt auch kein Horn. Mehr. Ja, manchmal gibt es noch einen am Cruise Gate da vorne. Ja. Da sind wir dann leider so ein bisschen hinten dran. Aber die Perspektive hier ist ja einfach ist Wahnsinn. Toll, ne? Das ist ja, als würde man quasi Aug auf Aug, auf Augenhöhe stehen sozusagen. Ne? Ja. Obwohl die ist ja relativ klein, ne? Die Mar, wie groß ist die? Die ist relativ klein, ja. Oh, jetzt guckt euch das aber lichtmäßig an. Oh ja, sehr schön. Lichtporno. Das gibt aber gleich noch ein Foto von hinten. Ich drehe mal die Kamera etwas vor, dann kann ich noch schnell 1, 2 Fotos machen. Weil das darf ich mir ja nicht entgehen lassen bei dem Licht. Feldi, danke dir für 200 Steinchen auf Twitch. Herzlichen Dank. Und Bekai, danke auch an dich. Er haut nochmal 2,49 raus. Sensationell die Bilder. Wieder Hammer, danke dir. Also da kriegt man doch wirklich Lust, jetzt auf dem Schiff zu sein, oder? Bei dem Wetter aus Hamburg raus. Ja. Also geil wäre eigentlich, wenn man jetzt sagen könnte, komm, AIDA einfach nur bis Brunsbüttel. Und da wieder runter. Mal mit dem Lotsen schnacken, ne? Kannst du nicht an der Elbcam irgendwie so einen Shuttle-Service einrichten? Ja, grundsätzlich einen Anleger hätten wir da ja, ne? Der ist sogar Tiefsee geeignet, also... Ja, aber wenn du dann so mit so einem Zodiac... Ach so, die dann runterholt, ja. Ja, oder wenn das alte Lotsenboot ausrangiert wird. Ja. Der Lotse 3 wird ja jetzt ersetzt. Ja, Ab Ende März wird das neue, kommt in den Dienst. Jetzt sind die noch ein bisschen am Testen. Schulen, ausbilden und so weiter. Und das alte, das könntest du doch haben. Und dann eine Elbcam. Ja, machen wir dann einen Anleger, genau. Shuttle-Service. Und dann fahre ich euch zum Bahnhof und dann könnt ihr mit der S-Bahn wieder nach Hamburg zurückfahren. Oder wir müssen gucken, dass der Halunda-Jet da anlegt in Zukunft. Glück im Unglück nennt man das Ganze, oder? Ja. Aber das sieht ja auch echt super aus, ne? Also lichtmäßig würde ich sagen, Glück gehabt. Mega.
Aber es sind doch eine ganze Menge, die hier schreiben. Winterberger Jung, 68 Tage bis zur Prima. Der Paul hat noch 25 Tage bis zur Nova. Wie viele Tage habe ich denn noch? Wie viele Tage sind es bis zum 12.06.? 100? Tage, genau. Genau 100 Tage. Nee, ernsthaft? Vom 4. März bis zum 12. Juni sind 100 Tage. Krass. Ja, habe ich natürlich gerade auch. Ja, hast du im Kopf. Ja, das ich, also ja, ne, ist halt Talent, ja, Mathe-Genie und so. Also habe ich jetzt gerade gedacht, ja. Als da auf einmal die 100 stand. Guck mal, Peter hat noch 9 Tage bis zur Sol, Katrin noch 11 Tage bis zur Nova, Joachim, oh, noch 200 Tage zur Cosma. Ja, alle begeisterte Kreuzfahrtfahrer hier. Ich bin echt gespannt. Was Anja hat noch über 3 Jahre. Schon gebucht? Weit im Voraus. Ich bin echt gespannt, was ich nach meiner Kreuzfahrt erzählen werde. Ja. Also, wie gesagt, wir sind 2023 das erste Mal gefahren mit einer großen Kreuzfahrt. Meine Frau war immer sehr skeptisch und seit der Fahrt ist sie sehr begeistert davon. Und haben dann ja gleich ein Jahr drauf die Metropolentour gemacht. Jetzt machen wir ein bisschen Pause. Aber nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil wir uns gerade ein Haus gekauft haben. Da gibt es jetzt wichtige Prioritäten. Aber ich denke mal so ab 27 kommt das wieder ins Auge. Hier ist noch die 116 Tage Adira. Ja, jede Menge hier, ne? Ja. 229 Tage, Mein Schiff 7, 9 Tage, MS. Wow, also wie viele Kreuzfahrer hier wirklich dabei Aber sind. keiner mit 100 bei deiner. Aber keiner, der bei mir mit auf der Prima ist. Die haben alle wieder storniert. Und du da bist, ja. Wir haben storniert. Der irre Streamer ist an Bord. Was kostet wohl so ein ganzes Deck buchen? Oh, keine Ahnung. Wie heißt die erste Klasse bei AIDA vorne? Das weiß ich nicht. Gibt es da sowas wie erste, zweite, dritte Klasse? Also bei der MSC gibt es ja den Yachtclub. Der ist ja dann vorne. Ah, Das ist okay. ja quasi erste Klasse. Und dann gibt es ja, mehrere Kategorien und die sind dann qualitativ halt immer höher. Ne? Nee, ich habe noch keinen im Chat gesehen, der mit mir auf der Prima ist. Oder hast du ein falsches Reisedatum? Das macht mir jetzt schon etwas Sorgen. Fällt das schon unter Mobbing? Da werde ich ja fast ein bisschen neidisch, wenn die alle so zeitig damit fahren. Ja. Captain Iglu, danke dir für 5 €. Er schreibt super Bilder, wie immer. Herzlichen Dank. Und André lässt 2 € Superchat da. Er hat noch 81 Tage bis zur Prima. Dann haben wir Juliana. Juliana ist seit 11 Monaten dabei. Darf man Hallo sagen, wenn man weiß, wo du stehst? Ja, das darfst du. Das Problem ist nur, hier, wo ich gerade stehe, kommst du nicht hin. Du kannst dich nur unter die Kamera stellen und ganz laut hochschreien. Aber wir sind hier ja in einem geschlossenen Gebäude bei uns auf Deck 7. Von daher ist das leider jetzt nicht so einfach. Aber komm, Leute, wir machen ein bisschen Romantik. Sonnenuntergangs-Porno, Romantik. Die Aida Ma ist abgefahren. Wir genießen noch dieses traumhafte Bild. Also in circa 90 Minuten wird sie bei der Elbcam sein. Ich schau mal eben, was mein Programm sagt. Dennis, erzähl doch mal kurz, wie es zu der Elbcam gekommen ist. Ja, zu der Elbcam. Wie kam es dazu? Das
Sekunde, sie hat ja schon fast volle Fahrt. Ich schaue mal eben jetzt, wann sie da sein soll und dann geht's los. Also aktuell ist 2031. Aber sie wird ja ein bisschen früher, dann ist sie halt genau vor der Elbcam, also wird sie ich sage jetzt mal ab 8, eventuell ins Bild kommen. Okay. Das erste Mal. Ja, zur Elbcam, wie kam es dazu? Ganz einfach. Ich mag das Wasser. Ich habe auch mal nicht immer Zeit, ans Wasser zu fahren und habe gedacht, Mensch, wie cool wäre das doch, wenn man aufs Wasser gucken kann, wenn man das will. Früher gab es mal eine Kamera im Bereich Lühe-Anleger. Da habe ich dann früher selber drauf geguckt, wo ich noch nicht im Hamburger Raum wieder gewohnt habe. Und als ich wieder hergezogen bin, habe ich gedacht, Mensch, das müsste man doch haben. Das war schon immer so ein Gedanke, aber der wurde nie so weiter verwirklicht. Und 2023 war ich mit meiner Tochter spazieren an der Elbe und bin dann auf die Festung Grauer Ort irgendwie aufmerksam geworden und gesagt, das wäre hier ein idealer Standort für eine Kamera. Und es gab da wohl auch schon mal eine, so hobbymäßig und die hat aber nicht mehr funktioniert und dann habe ich mich einmal mit dem Vorsitzenden unterhalten und ja, wir kamen da sehr schnell ins Gespräch und Interesse von deren Seite war da und die habe ich da sehr gut unterstützt, dass ich das relativ schnell aufbauen konnte. Ja, und so ist am 16. Juni 2023 die Elbcam Grauer Ort entstanden. Gibt es fast so lange wie Hamburg Hafen Live. Ja, und euch habe ich erst ich sag mal Ende Irgendwann sind wir 23. Ja, irgendwann sind wir Durch Zufall wurde die mir vorgeschlagen. Und da habe ich gesagt, ach guck mal, wie schön das ist. Ja. Ja, so ist das entstanden und halt immer mehr gewachsen. Auch dann ja der Pausenchat sozusagen, wenn du nicht live warst, kamen immer viele nette Gäste von dir rüber noch. Ja, dann haben wir, wie jetzt auch, heute, dann kann man danach hier die Schiffe, die aus Hamburg rauskommen, nochmal bei mir sehen. So eine Stunde, knappe Stunde später. Ja, und so ist das so gewachsen. Ne? Ja, ist eine schöne Sache. Ich gucke auch gerne vorbei und ist ja auch so ein bisschen Frühwarnsystem. Ja, Gestern zum Beispiel hatten wir es auch, Eva Aria. Ich hatte eigentlich ein bisschen später geplant und dann sage ich nur, Tanja, die Evergreen ist gerade bei Dennis. Ja. Zack, zack. Ihr wart aber nicht am Pizza essen, ne? Nee, aber wenn du deiner Frau sagst, dass sie jetzt deutlich früher los muss, als sie eigentlich geplant hatte, dann gibt's schon mal Mecker. Ja. Ja, kann ich verstehen. Das geht bei mir nicht anders. Björn, ja, ich werde natürlich versuchen, auf der AIDA auch Livestreams zu machen. Das ist die Idee. Also ich behaupte ja immer noch ganz fest, dass das Ganze eine Geschäftsreise ist. Ja. Du darfst ja aber auch ein bisschen... Dürfen Geschäftsreisen Spaß machen? Ja. Ja? Ja, ja. Okay. Weil so eine Geschäftsreise hat ja auch mal... Also die Arbeitszeit ist ja auch irgendwann vorbei und dann darfst du auch Spaß haben. Aber es soll ja sogar Arbeit geben, die Spaß macht. Das gibt es auch, ja. Also ich finde, Arbeit sollte sogar Spaß machen. Auf irgendeine Art und Weise. Also ich glaube, ich schwenke noch mal rüber und wir gucken mal, ja was der Sonnenuntergang macht. Deine Eier da, sind die eigentlich immer blau beleuchtet oder geht das jetzt wieder los mit dem blauen Hafen? Du, ehrlich gesagt, ich weiß das gar nicht mehr. Nein, die sind eigentlich immer blau beleuchtet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die nicht auch mal eine andere Farbe hatten. Ach so. Oder ob die nicht auch mal vor einigen Jahren bunt oder wechselnd beleuchtet waren. Also das weiß ich nicht mehr. Aber das ist bestimmt auch übergeblieben von diesem Blue Gate oder Blue Hafen? Blueport. Oder Blueport. Also. Ich weiß gar nicht, ob das davon Überbleibsel ist. Das war dann auch eine einmalige Sache oder wird es das nochmal geben? Blueport wird es dieses Jahr wieder geben. Also es gibt es ja immer zu den Cruise Days und dieses Jahr sind wieder Cruise Days. Cruise Days sind ja alle 2 Jahre. Das genaue Datum habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich meine, das ist im September. Und da wird es dann höchstwahrscheinlich auch wieder den Blueport geben. Ja, also das Licht müssen wir jetzt natürlich genießen. Wir haben jetzt zwar hier nicht großartig Schiffsverkehr, aber ich kann ja mal, was ich ganz vergessen habe, die dritte Kamera
Dann können wir Dennis gleich noch. Dann könnt ihr Dennis auch mal sehen. Oh, und das nach dem Pizzaessen. Die muss ich nur erstmal einstellen. Drehstrom. Ja, die Technik, die ich verwenden wollte, also ich habe mich da einfach mal ein bisschen schlau gemacht, was andere Webcams so für Technik nutzen und mich da ein bisschen schlau gemacht und schlau gelesen. Ja, anfangs hatte ich noch eine Kamera tatsächlich, die ich verwendet habe für die Anfänge und habe mich dann halt für ja, höherpreisige Kameras entschieden, ja, die besser Outdoor geeignet sind, sagen wir es so. Also hier war ich ja nicht im Wir Chat. wurden geradet von Sprungwurf TV. Moin ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen an Bord. Und Nilsi lässt auch noch mal 5 € Superchat da. Danke dir, Nilsi. So, jetzt können wir hier mal ins Bild kommen. Dennis, du sitzt jetzt an der Regie, das macht aber nichts. Ja, wir können die auch tauschen. Nee, Nein, du kannst die Knöpfe drücken. Okay, ich Du kannst Bildknöpfe. Also wenn du 3 drückst, dann sind wir voll im Bild. volle Bild. Und was wollen wir aber nicht? Wir wollen die 5. Wenn du B drückst, müssten wir Bild in Bild sein. Wir drücken dann B. Da sind wir. Oh, viel zu hell. Viel zu hell. Ich muss noch mal dabei. Und ich wechsle den Platz, dann kannst du die Regie übernehmen. Nein, du kannst es. Ach komm, du drückst doch gerne ein paar Knöpfe. Ah, ja gut. So ist, glaube ich, etwas besser vom Bild, von der Helligkeit. Dass du den Text so klein lesen kannst. Den Chat. Den Chat, ja. Ja. Annette, danke dir, 5 €. So, da sind wir hier. Wo sind wir? Da sind wir, da. Da auf der Kamera. Also das ist der Dennis Ja. von der Elbcam. Hallo, willkommen. Hier seht ihr ihn mal. Also man sieht ihn ja selber selten im Bild. Ja, ich meide die Kamera. Aber, Ich stehe lieber dahinter. Oder, aber du könntest doch ab und zu zumindest mal über den Deich tanzen oder so. tatsächlich habe ich das schon gemacht. Es gibt ja 1, 2 Fotos, wo ich dann schon mal auf dem Deich spazieren gehe, ja. Ach. Und bei den Livestreams, die ich jetzt 2, 3 Mal gemacht habe, da habe ich mich dann auch zum Schluss noch mal kurz eingeblendet. Okay. Ja, damit man mal sieht, wie ich aussehe. Ja, es gibt aber auch Fotos, also mittlerweile wissen einige schon, wie ich aussehe, genau. Ja, und eben war Technik das Thema. Du hast so eine PTZ-Kamera, so eine Outdoor. Genau, ja, ich weiß nicht, ob ich den Hersteller hier nennen darf, aber ich arbeite mit den Anlagen von Axis, also sind Überwachungskameras eigentlich, und in dem Fall haben die sich momentan als die besten rausgestellt für das, was ich damit vorhabe, ne? Ja. Weil die halt autark laufen. Ich wollte nicht viel Arbeit dahinter haben, also die machen das halt quasi alles selbstständig. Ich sage denen zwar, was sie zu tun haben, aber steuern kann ich dann von zu Hause, mit dem Joystick mache ich das. Wenn ich nicht da bin, fährt es ja, manuell. Ja, vorgegebene Strecken, das ist ganz praktisch. Ja. Also um es einfach mal zusammenzufassen, dieser Mann sitzt immer im Warmen, egal was für ein Wetter ist. Egal welche Temperaturen, egal ob es windig ist, was auch immer. Ich cheate quasi. Er cheatet. Obwohl wir jetzt hier auf Deck 7 ja auch Ja, ein bisschen das- cheaten. obwohl- Dennis, wir müssen dringend was nachholen. Und müssen zwar was haben wir sagen. ein Geburtstagskind. Jetzt noch einmal Happy Birthday für alle, die heute Geburtstag Ja, haben. Happy Birthday. Ja, ich sag Moin zu allen, die mich da gesagt. Das ist aber auch sehr. Das Horn läuft noch, aber macht nichts. Ach so, Du die kannst- kann ich gar nicht. Red ruhig weiter. Ja, ja, okay. Kann die mich dann nicht, ja. Nee, wir quatschen jetzt in das Geburtstagshorn rein, Achso, wie lange geht das denn? bis es hier nicht mehr rot leuchtet. Ja, ich mach das erste Mal, ne? Ach so. Also zur Strafe noch einmal singen. Ja, Happy Noch einmal Birthday. Happy Birthday singen, ne? Ja. Ja, Ja, Mensch, ja, das Bild ist ja Wahnsinn. Ne? ja, ja. Ja, ja.
Ja, guck mal, Erhard sagt, ja, auf dem Fernseher läuft der Chat am rechten Rand. Das ist leider so. Wir können leider das Bild nicht für jedes Endgerät komponieren. Auf dem Rechner und auf dem iPhone, Tablet, Smartphone ist es halt so, dass der Chat extra läuft. Wenn du einen Fernseher hast, läuft der Chat über dem Bild. Der läuft jetzt über dir. Der läuft jetzt über dein Gesicht. Über meinem Gesicht. Wir können halt nicht jetzt den ganzen rechten Bildrand reservieren und sagen, wir machen da nichts. Meine Empfehlung ist immer, nehmt den Chat vom Fernseher runter, genießt da das Bild und macht den Chat irgendwie auf dem Handy oder so auf. So mache ich es zu Hause auch tatsächlich. Dann kann man halt auch viel einfacher mal schreiben und so. Ne? Das haben wir schon öfter gehört, aber es ist halt schwierig. Ne? Ist halt schwierig, das dann noch auch schon aufgefallen. Ja. So, was haben wir denn da noch? Der HH-Spotter, das ist auch nochmal 5 € Superchat da. Vielen, vielen Dank dafür. Danke dafür. Ja, jetzt habt ihr uns auch nochmal gesehen. Jetzt kannst du eigentlich mal die 1 drücken, dann sind wir wieder auf der Hauptkamera und ich kann auch mal gucken, ob sich da irgendetwas tut. Ja, ich schaue nochmal hier im Chat, ob da noch wichtige Fragen kommen. Und der HH-Spotter schreibt, schön, dass wir durch euch trotz Entfernung etwas dabei sein können. Sehr, sehr gerne machen wir das doch. Ja, genau. Das war auch mein Hintergedanke, quasi jedem die Elbe zu jeder Zeit nach Hause bringen. Also Nilsi hatte ja eben noch 5 € rausgehauen mit der Info, dass die Cruise Days vom 12. bis 14. September sind. Und von Annette kam noch der Hinweis, dass natürlich ihre 5 € Superchat für Spaghetti-Eis für Tanja sind. Annette, du hast jetzt nur ein Problem. Ich bin das Spaghetti-Eis-Monster bei uns. Ja. Aber ich esse es auch. Dennis, kannst du mal 2 drücken? Ich drücke mal die 2. Und wieder 1. Jetzt gehen wir wieder auf die 1. Als Regie taugst du auch. Ja. Sven, Mensch, ganz lieben Dank. Sven übernimmt die Pizzakosten von vorhin. 50 €. Wow. Dennis, jetzt kannst du mal die Schiffsglocke läuten. Ja, warte. Komm. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Sven, für die Pizza. Ja, und die Grüße nach Fuhlsbüttel gehen dann natürlich auch zurück, ne? Ja. Big Kai sagt, das Geburtstagshorn, aber das habe ich doch gerade gespielt, oder? Big Kai? Ich habe doch das Geburtstagshorn gespielt. Das war doch das, wo ich reingequatscht habe. Lasst mich nicht komplett an mir zweifeln. Doch, ich war der Meinung, wir haben es gehabt. Marvin, ganz, ganz lieben Dank für 99 Cent für die Kasse. Ganz lieben Dank dafür. Und danke für den 2. Monat Prime Sub von Metalogs. Ja, doch, das Horn war gut. Also war es. Marvin fragt, ob wir noch auf die Great Lagos warten. Ja, das können wir eigentlich noch machen, oder? Ich glaube, die ist nicht so weit. Nicht mehr so weit weg. Obwohl, nee, bis 20 Uhr müsste die, also ich glaube, bis 20 Uhr wird das noch dauern. Gucken wir mal. Ich habe noch Ausgang. Alida, 8 Monate auf der Reeperbahn. Sie sagt, Dennis ist ab sofort eingestellt, oder? Ja. Okay. Die AIDA ist jetzt für Airbus. Mal gucken, da nimmt sie ja dann volle Fahrt mehr oder weniger aus danach. Wann ist sie denn da an der Elbcam? Jetzt hat sich was geändert. Nö, ist immer noch 20:38, also so ab 20 Uhr. So, und die Great Lagos ist... Ja, die gerade die Elbcam passiert. Gerade an der Elbcam Die ist gerade Stahler Sand. Also dann braucht die auf jeden Fall noch eine Stunde locker. Die braucht jetzt genauso lange wie die
wie die AIDA darunter, ne? Gucken wir mal, ob wir die noch mitnehmen. Der Kreuzfahrtschiff-Fan schreibt, wurde gestern operiert und hat nach der OP unseren Stream angemacht und schon ging es wieder besser. Hey, gute Besserung. Freut uns, dass wir dir ein bisschen Zerstreuung schicken konnten. Big Kai fragt nochmal zu deiner Technik. Alles vollautomatisch, was da hängt? Ja, Kai, was heißt vollautomatisch? Ja, es läuft automatisch, aber ich kann es auch per Hand steuern. Also das mache ich ja dann auch. Ne? Wenn interessante Schiffe kommen, dann setze ich mich an meinen PC und steuere das Ding mit dem Joystick. Ich glaube, normalerweise schwenkt die immer in so einem gewissen Intervall hin und her. Genau, ich habe 2 Intervalle, einen für nachts, der relativ weit rausgezoomt ist, dann habe ich die beste Lichtausbeute und dann am Tag ein bisschen reingezoomt. Ja, und dann hat sie ihre feste Position, wo sie immer hin und her schwenkt. Nilsee, danke dir, 2 Euro Superchat. Ab 27.03. ist der Halunke wieder on Tour. Ja, das wird auch Zeit. Ja, Stefan, die Ma kannst du dann auf der Elbcam gucken. Die ist ja an, sozusagen. Mit dem Reinblenden wird jetzt ein bisschen kompliziert. Aber heute wird keiner mehr hier sein, wenn die Ma nee, die da ist. Kamera wird keiner, die Elbcam. Oder kannst du die von hier aus Ich kann die von steuern? überall steuern. Grundsätzlich kann ich sie von überall steuern. Es lässt sich halt über das Handy nicht so schön steuern wie... Michael, ganz lieben Dank. 21 Monate ist er schon dabei. Er sagt, danke für 3 mal 7 Monate. Sebastian Kolze, unser Moderator, findet die Geräusche auf der Elbcam am besten. Ja, sehr beruhigend, habe ich gehört. Und ich habe auch schon mal versucht, neue aufzunehmen, aber keine hören sich so toll an, wie die aktuell auf der Kamera sind. Ich muss dazu sagen, es ist live, also es ist kein Live-Ton, aber es ist echtes Elbgeplätscher. Marvin, danke dir für 4 Monate bei uns. Tony Roberts is there. Tony, good evening. We had a quick start today. We were a little bit late. Hallo Deichland, ja, Grüße Aida nach Mar Stade. is already gone. Vergessen, dass wir nicht beide gleichzeitig reden können. Was denn? Ich hatte eben vergessen, dass wir gar nicht beide gleichzeitig reden können. Doch, das können wir. Es könnte nur ein leichtes Durcheinander Ja, geben. ja, das meine ich ja dann damit. Ach du, das passt schon. Unsere Zuschauer sind Schlimmeres gewohnt. Ich habe Birgit gar nicht gehört. Nee. Vielleicht hat sie die auch verpasst. Einige wollen es hier ganz genau wissen, die Technik zur Elbcam. Die ganz genau. Wieso? Wo sind wir denn da? Drehstrom, technisch erzählt, zum Beispiel Datenübertragung etc. Ah ja, also es ist eine Überwachungskamera von dem Hersteller Axis, auf dem eine Stream-Software läuft, mit der ich dann über einen Glasfaseranschluss mittlerweile, den wir in der Festung jetzt haben, den Stream ins Internet bringen. Genau. Also du hast quasi einen eigenen Server. Und so bringe ich das Bild ins Internet. Hast du noch eine Frage gesehen, die ich nicht gesehen habe? Technik, Summerson schreibt, seit Papenburg ist sie abgehärtet.
Habt ihr da so viel durcheinander gequatscht? Naja, also Rainer ist ja auch um keinen Spruch verlegen. Ich Ja. weiß nicht, ob du mal reingeguckt hast, aber Das ist hier, letzt, wo du mit ihm unterwegs warst. ja. Und der kann natürlich echt ein paar So ein Sprüche typischer, raushauen. so ein typischer Trucker halt, ne? Ja. Ist schon sehr lustig mit ihm. Ja. Einmal die 2 bitte. Einmal die 2. Oh, die 2 ist schon dunkel. Die ist schon sehr dunkel. Ich sehe aber Sterne. Oder was sind das? Ja, das sind Sterne, oder? Sterne oder Pixelfehler? Nee, es sind Sterne. Auf dem Monitor auf jeden Fall hier. Nee, da, Aber jetzt kannst du noch mal auf die 1. Da sieht es, glaube ich, noch ganz nett aus. dann gehen wir mal wieder auf die 1. Oh ja, das. Aber es kommt gerade nichts. So, ich Ja, sag mal willst du los? Tschüss. Ja, du hast ja meinen ganzen Tag hier durcheinander gebracht. Oh, Willst du noch mal Tschüss sagen? Ja, das hören ja auch die Zuschauer. So, ich sag mal Tschüss, aber ich höre mal im Auto weiter. Vielleicht schaffe ich es ja noch ein bisschen im Chat gleich von zu Hause, je nachdem, wie lange ich brauche, ne? Ihr haltet uns noch ein bisschen bei Laune, dann bleiben wir noch etwas live, bis Tanja zu Hause ist. ja. Kann ein bisschen dauern. So, Tanja. Ich habe noch ein Getränk für Oh, dich. danke schön. Tschüss. Tschüss. Mal. Du machst das übrigens super. Also, ich Ja. kann gehen, also du kannst Ach so. wiederkommen, ne? Also ihr macht das super. Ja, Hast du, danke. hast du für mich auch noch ein Wasser? Dann müssen wir gucken, was hier noch so rumsteht. Musst du das ja noch nehmen. Dankeschön. Die anderen Getränke sind leider alle noch im Auto. Wir haben genug Wasser hier in der Elbe. Keine Sorge. Ich könnte natürlich mal gucken, ob ich ein Quiz habe. Ich gehe mal einen rüber. So, dann kannst du an die Regie. Die Stühle sind aber ganz schön hoch. Ja, das sind eigentlich so eher so Barhocker. Wo ist die Bar? Ich schau mal, ob ich ein Quiz habe. Habt ihr Bock auf ein Quiz? Ja, die meisten haben ja schon immer Bock auf ein Quiz. Ja, Quiz ist immer Ein gut. Tag Quizverweigerer gibt es natürlich immer. Aber Die holen sich gerade einen Kaffee dann. ich muss das aber erstmal finden und laden. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Ja, in der Elbcam ist das Licht auch noch toll. Also was heißt toll? Ja. Man sieht noch ein bisschen was. Ja, und du hattest ja auch schon auf der Elbcam echt ein paar coole Sachen. Ne? Du hast ja zum Beispiel auch, was ich sehr cool fand, hier den Satellitenabsturz. Ja. Also das waren ja echt beeindruckende Aufnahmen. Ja, schade, dass ich da nicht drauf gefasst war. Aber der Schwenk hat gerade gepasst tatsächlich in dem Moment. Und ein Freund von mir hat das in seinem Status gehabt, als er zur Arbeit gefahren ist. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Wo war das? Und dann hat er mir die Uhrzeit gesagt, grob. Und dann habe ich gesagt, guck mal auf der Kamera, ob man das sieht. Ne? Ja. Und hat funktioniert. Ja, oder was hatten wir denn letztes Jahr da hier die Polarlichter? Das war ja auch Wahnsinn. Das hätte ich nie gedacht, dass die Kamera das so aufnehmen kann. Ne? So, ich glaube, ich habe das Quiz gefunden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Mal gucken. Jetzt geht die Einblendung nicht. Warum kommt denn das Quiz jetzt nicht? Warte mal. Da kommt es doch. Da ist doch das Quiz. Ja. Also, hier ist das Quiz für alle, die das nicht kennen. Das Ganze ist im Stil von Wer wird Millionär? Eine Frage, 4 Antwortmöglichkeiten und ihr tippt einfach die Zahl der Antwort, von der ihr meint, dass sie richtig ist, in den Chat rein. Und so, Guide geht gleich los. Ach, hier ist es so. Frage Nummer 1. Welche der genannten Reedereien ist die größte im Bereich Fahrzeugtransporte? Ist das Nummer 1 die Wallenius Wilhelmsen, Nummer 2 NYK, die Nippon Yusen Kabushika Kaisha oder Nummer 3 Höegh Autoliners oder Nummer 4
Grimaldi-Line. Passt ja zu dem, Das gleich, ja. passt auf, zu dem einen, den wir gleich noch erwarten. Wer ist der Größte unter den Fahrzeugtransportern? Wallenius Wilhelmsen, NYK, Höegh oder Grimaldi? Was meint ihr? Die Fragen habe ich übrigens ausnahmsweise mal wieder selber rausgesucht. Also für alles, was falsch ist, dürft ihr mich wieder prügeln. Hast du eine Idee, Dennis? Tatsächlich habe ich raus. Also ich hätte jetzt Grimaldi gesagt, aber ich glaube... Ich glaube, Grimaldi haben viele gesagt, ist aber nicht richtig. Die richtige Antwort ist Wallenius Wilhelmsen. Ach was, Er ist der größte im Bereich der Auto- oder Fahrzeugtransporte. Aber Grimaldi haben 70% Ja, 70%, gesagt, ja. Also hätte ich auch gedacht. Also also sind waren hier wirklich- aber auch sehr präsent, ne? Sind in Hamburg sehr präsent. Ja, aber Hamburg ist jetzt auch nicht so der Riesenautotransporterhafen. So, will Frage Hafen Nummer werden. 2. Ein 20-Fuß-Container hat eine Länge von 6,06 Meter. Wie lang ist denn dann ein 40-Fuß-Container? Ist der Nummer 1 12 Meter, 12,24 Meter, 12,19 Meter oder 12,12 Meter? Eieieiei. Ach nee, ja. Der ist ja eigentlich einfach. Ja, ist es einfach oder ist es eine Fangfrage? Das kann natürlich auch sein. Könnte natürlich auch eine Fangfrage sein. ...20 Fuß sind 6,06 Meter, dann sind doch 40 Fuß, 12 Meter, 12,24 Meter, 12,19 Meter oder 12,12 Meter. Das ist ja eine gute Frage. Ist es, Steht hier irgendwo die Antwort? ja, hier unten rechts. Ah ja. Ja. Ja, der Trick bei der ganzen Geschichte ist ja, dass wenn zwei 20-Fuß-Container auf einem 40-Fuß-Container stehen, muss zwischen diesen 20-Fuß-Containern noch ein ganz bisschen Luft sein. Und deshalb sind ist ein 40-Fuß-Container nicht genau so doppelt so ja. breit, sondern ein bisschen breiter. Der hat nämlich 12,19 Meter und nicht 12,12 Meter. Ja. Und los haben es Einfach 19%. Immerhin 19%. Ja, 12. War ein klein bisschen natürlich eine Falle. Aber hätte man sich auch denken können. Ne? Ja, schon allein wegen den Lastpunkten auch. So ne? eine- Also, ja, es muss ja dann... Wenn der Party so eine Frage rausstellt, dann muss irgendwas. So, dann hier, Frage Nummer 3. Welche Flagge wird denn gehisst bei Mann über Bord? Nummer 1 Oscar, Nummer 2 Hotel, Nummer 3 Delta oder Nummer 4 Bravo? Wer ist der Mann über Bord? Oscar, Hotel, Delta, Bravo. Also aus dem Flaggenalphabet sind die, ne? O, H, D, B. Kann auch sehr spannend sein hier, so die Hafen City, ne? Ja, oder? Das ist einfach... Ja, wir brauchen ja auch noch so eine Schwenkkamera. Irgendwann. Da kannst du dann vom Schreibtisch hier so ein bisschen rumschwenken. Genau, mit so einem kleinen Joystick. Ja. Ja. Ja, die richtige Antwort. Könnt ihr so schnell googeln oder wisst ihr das alle? Oscar-Flagge. Ah, die Oscar-Flagge. Ja, ist rot-gelb diagonal. Vielleicht hätte man die... Kannst du da auch Bilder in dein So. Quiz einführen? Nee, ne? Nächste Frage erstmal. Ja. Nach welchem Fahrzeugtyp wurde denn die Maßeinheit CEU, also Car Equivalent Unit, bemessen? War das ein Toyota Corona, ein Toyota Corolla? War das ein Nissan Cherry oder war das ein Honda Civic? Das war, glaube ich, irgendwann in den 60er Jahren oder so. Da hat man eins dieser Fahrzeuge genommen, was quasi so die Standard-Maßeinheit bzw. die Standardgröße auf so einem Autodeck war. Na? Und ja, da hat man halt einfach ein Fahrzeug genommen. Das ist die Norm jetzt quasi. Ja, das wurde über die Jahre wurde das nochmal erweitert. Ach so, weil okay. die Fahrzeuge waren natürlich früher viel, viel kleiner. Ich
glaube, früher waren das so um die 7 Quadratmeter. Mittlerweile sind es schon um die 10 Quadratmeter an Stellfläche für eine Car-Equivalent-Unit. Ja, und es war tatsächlich der Toyota Corona. Ach, das ist Wahnsinn, das haben auch viele gewusst. Ja, wir haben es schon ein paar Mal in den Streams erwähnt. Ja? Okay. Ich hoffe mal, dass das alles alle haben Zuschauer aufgepasst. sind. Ja, das Ja. Ach, ein Raid kommt auch gerade rein. Mensch, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind aber gerade mitten in einem Quiz. Moin auf jeden Fall. So, hier geht es nämlich weiter mit der 5. Frage. Wie nennt man die linke Seite eines Schiffes in Fahrtrichtung? Komm, jetzt was ganz Einfaches, einfach, Mensch. Ist das Nummer 1 Steuerbord, Nummer 2 ist das Heck, Nummer 3 Bug oder also, Leute, die linke Seite in Fahrtrichtung. Als alter Schiff, als Bootsfahrer weiß man das. Ich darf nicht mitspielen. Der Server ist gerade ein bisschen am Rumspacken. Also falls ihr bei YouTube mal oder auch auf Twitch kurze Aussetzer habt, das liegt gerade am Server. Die Serververbindung ist gerade ein bisschen am... Hey, du hast immer wieder ein neues Problem, ne? Das ist Technik, ne? Ja, irgendwann... Man nicht hinter. Früher war es immer die Mobilfunkverbindung, jetzt ist es plötzlich der Server, der irgendwie hier... Aber ich hoffe, der fängt sich schnell wieder. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, Ergebnis wird berechnet und ich glaube, da müssen wir natürlich schon, außer natürlich die üblichen Scherzkekse, die immer absichtlich gerne was Falsches eingeben, müssen wir schon, denke ich mal, genau, 96% sagen Backboard. Das war, glaube ich, nicht so wahnsinnig schwer. Ja, das... Ja. Ist das dann, kommt es darauf an, in welchem Land man fährt? Ja. Frage Nummer 6. Wie nennt man das Navigationssystem, das zur Bestimmung der geografischen Breite dient? Ist es Nummer 1 der Sextant? Ist das Nummer 2 der Kompass? Nummer 3 der Chronometer oder Nummer 4 der Barometer? Oh, ich sehe gerade, ich habe sogar 8 Fragen hier drin. Muss mal ganz schnell hier zumindest das Schiffchen mitnehmen, was vorbeifährt. Ja. Wollte sich vorbeischleichen, aber wir haben es gehört. Oh, der hat eine interessante Ladung drauf oben, ne? Was ist eine Rolltreppe? Das sieht aus wie so eine verpackte Rolltreppe. Ja, irgendwie sowas. Naja, aber interessante Bauweise. Also interessante Ladungsweise, meine ich, ne? Hier mit den Containern sichert da. So, jetzt, was sagt denn das Quiz hier? Also, wie nennt sich denn das Navigationsinstrument zur Bestimmung der geografischen Breite? Sextant, Kompass, Chronometer oder Barometer? Es ist natürlich der Sextant. Altes Navigationsinstrument. Scheint die Preziosa gestern nicht gehabt zu haben. Sonst hätten sie ja weiterfahren können. Also ich weiß, bei den Hapag-Lloyd-Schiffen ist auf jeden Fall überall eins noch an Bord, Sextant ne? noch an Bord. Ne? Ich weiß nicht, wie das teilweise bei den anderen ist. Also bei meinem Bootsführerschein habe ich das auch gelernt. Man soll immer so eine Navigationshilfe dabei haben. Ein Backup. Ja, man soll sich nicht auf die Technik verlassen. Ab welcher Windstärke auf der Beaufort-Skala spricht man denn von einem Sturm? Ab Windstärke 9, ab Windstärke 8, ab Windstärke 12 oder ab Windstärke 10? Wann haben wir Sturm? Ja, habe ich auch gesagt. Du guckst hier auf die richtige Antwort und sagst, ja, habe ich auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. Ich darf es ja nicht laut sagen. Du weißt schon, dass das nicht so richtig glaubwürdig rüberkommt. Ich darf es ja nicht laut sagen, sonst hören die ja, was ich sage. Du musst es auf einen Zettel aufschreiben. Ach so, okay. Ja. Ich tippe denn darauf nächstes Mal hier. So, ich sagte da. Ab wann sprechen wir von einem Sturm? Wenn die Schafe keine Locken mehr haben, oder? Dann allerspätestens ja. Ich habe wieder nicht richtig gezählt. Also es scheint gleich noch eine Frage zu kommen. Oder ich habe hier irgendwie einen Bock in dem Spiel. Mal gucken gleich.
Ja, also die richtige Antwort ist auf jeden Fall, ab einer Windstärke von 9 sprechen wir von einem Sturm. 18% von euch liegen richtig. Die meisten haben auf Windstärke 8 getippt. So, ich muss jetzt mal gucken, ob hier tatsächlich noch eine 8. Frage kommt, weil normalerweise sind die Quizfragen immer auf 7 ausgelegt. Aber vielleicht hatte ich da noch eine, vielleicht war das noch gar nicht fertig. Na doch, hier ist noch eine Bonusfrage. Welche Farbe hat denn das Positionslicht an Steuerbord eines Schiffes? Ist es Nummer 1 weiß, Nummer 2 rot, Nummer 3 grün oder Nummer 4 gelb? Weiß, rot, grün oder gelb, das Positionslicht auf der Steuerbordseite eines Schiffes. Also was ist denn heute mit dem Server los? Der hat hier in einer Tour Schluck auf. Ja, ich bin mit meiner Masse hier, muss mehr Daten verarbeiten. Keine Ahnung, was da los ist. Der verbindet sich in einer Tour immer wieder neu. Wieder ein neues Problem, wo ich morgen... Das ist morgen wieder ganz anders. Morgen ist es wieder anders, ja, hast du recht. Ja, Dennis, du, okay, ist leider nicht richtig. Ach, es ist grün. Ja. Also, die Positionsleuchte auf der Steuerbordseite eines Schiffes ist grün und 79% von euch liegen richtig. Ich werde euch gleich, also jetzt kommt ja eh einmal das Ergebnis und dann werde ich gleich versuchen, euch einmal einen Link in den Chat zu posten, wo ihr dann nachgucken könnt, auf welchem Platz ihr gelandet seid. Aber wir gucken erstmal, wer gewonnen hat. Elbe 1, hey, der Jens mit 8 richtigen Antworten. Wow. Oh, ja. Jens, herzlichen Glückwunsch. Aber auch natürlich an Susanne und an Daniel Adolf. Auch 8? Nee, mit 7 Antworten. Also Elbe 1, Jens hat tatsächlich das einzige 8. Also wow. Wow, wow, wow. Sehr, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt muss ich erstmal das wieder ausblenden, das Quiz. Und dann, der Link kommt gleich. Da müsst ihr mir ein paar Sekunden geben. So. Und jetzt muss ich den einmal sowohl zu YouTube als auch zu Twitch packen. Also, bei YouTube müsste er jetzt kommen und jetzt probiere ich das Ganze nochmal bei Twitch. Ich hoffe, der Link funktioniert. Letztes Mal gab es da auch irgendwie Probleme mit. Ich schaue mir den mal an, vielleicht. Nö, geht. Geht? Ja. Sehr gut. Okay, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen zum Zeitvertreib. Jetzt gucke ich mal, was hier noch aufgelaufen ist, ob hier noch irgendwas reingekommen ist. Also auf jeden Fall ist Paui rüber geratet mit 402 Leuten. Paui, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ihr seid leider mitten ins Quiz rein, sodass wir euch nicht standesgemäß begrüßen konnten. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Außerdem lässt Nilsi nochmal 2 € Superchat da für Sabbelwasser. Herzlichen Dank, Nilsi. Schwester Hansen ist auch der Meinung, wir brauchen erstmal Sabbelwasser. Absolut. Ja, was da mit dem Server heute ist, kann ich euch nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall irgendwie immer mal wieder so einen ganz kurzen Aussetzer. Ja, es ist wie es ist. Leider nichts, was ich so on the fly gerade mal checken und beheben kann. Ich finde, das ist immer eine nette Abwechslung, so ein kleines Quiz. Ja. Ist dein bunter Kran wieder weg? Oder welcher war das gestern? Das war irgendwo. Ach nee, das war auf irgendeinem
24-Stunden-Stream. Oder irgendwo hast du einen letzten Kran gezeigt, wo der so schön beleuchtet war? Das ist da hinten am Eurogate gewesen. Ach so, der vom Eurogate. Den sehen wir, glaube ich, von hier nicht. Ach so, ne, gut. Ach ja, stimmt, da warst du mobil unterwegs. Hier sehen wir, ich glaube, Ruth ist das, oder? Ja, das könnte diese gewesen sein. Ich glaube, das habe ich vorhin gelesen. Kann das sein, dass Ruth rausgeht? Also für mich sieht das so aus, als wenn Ruth sich bewegt. Ja, guck mal, der Festmacher steht ja auch da, ne? Also bei Ruth ist definitiv Bewegung drin. Ja, dann schauen wir doch mal. Und Great Lagos wird Höhe Wedel gemeldet. Ja, Ruth geht vom Kai ab, ja. Es ist so nah und man sieht es trotzdem so schlecht. Ne? Auf der Kamera sieht man es besser. Ja, Ruth fährt. Die andere ist bei Wedel. Oh, Wedel dauert aber auch immer noch ein bisschen. Man vertut sich da immer. Aber Wedel bis Finkenwerder, Bugendey-Ufer, das ist schon echt ein ganzes Stück. Und dann bis hierher noch. Aber wir haben ja Ruth. Ja, wo will Ruth hin? Das ist eine gute Frage. Hast du gerade einen Tracker auf? Ich bin gerade am Schauen. Ich habe die AIDA mich mal gerade auf dem Schirm gehabt. Die Ruth möchte... Ja, die möchte nach Hamburg. Dann wird die nur verholt. Die hat noch keine Aktualisierung. Dann... Gekommen ist sie das letzte Mal von Kopenhagen. Aber laut... Dann geht die wahrscheinlich einfach nur zum... Ja, entweder Burchard Kai oder nach Altenwerder oder zum Eurogate. Ich wollte gerade sagen, die AIDA ist vom Radar verschwunden, aber ich habe sie gefunden. Ich glaube, AIDA und die Lagos müssten gerade. AIDA ist jetzt am Kraftwerk. Genau, und die Lagos ist Höhe Segelhafen in Wedel. Und die AIDA ist Höhe Kraftwerk. Einige schreiben hier Wilhelmshaven. Ja, kann sein. Hast du vielleicht musstest du noch mal aktualisieren oder so bei der Route. Ich schaue sofort. Ich glaube, mit Route kann man auch Frachtschiffreisen machen. Unser Frachtschiffreisen-Junkie, der Jens, der ist, glaube ich, auch schon mit der Route gefahren. Und Frachtschiffreise will ich auf jeden Fall auch wieder machen. Also nach der Kreuzfahrt, nach der AIDA-Kreuzfahrt will ich definitiv gucken, dass ich dann mal wieder eine Frachtschiffreise mache. Da habe ich richtig Bock drauf. Ist jetzt etwas über ein Jahr her, die Nummer mit der Skalar. Carla darf die Route morgen planen. Carla, viel Spaß. Ja, da ist mein Marinetraffic nicht aktuell. Also. Ja, und zack ist sie raus, ne? Ja, manchmal sind die Daten von den Traffic-Systemen auch sehr
zeitversetzt. Ne? Zu Hause habe ich ja, da steht auch Wilhelmshaven. Ne? Doch. Ja, da steht Wilhelmshaven bei Fesseltrecker. Hast du jetzt auch Wilhelmshaven? Ja, bei Fesseltrecker habe ich Wilhelmshaven bei Marinetraffic. Zu Hause gucke ich die Daten immer live. Ich habe nämlich eine eigene AIS-Antenne auf dem Dach an einem Fänger. Und dann kriegst du die Daten von den Schiffen hier selbst. Ah, ja. Dann sind die immer am aktualisiersten. Und auch die Standorte. Ich habe auch schon überlegt, ob ich hier nicht mal... Also eigentlich ist es Quatsch, hier ein AIS-Empfänger. Ja, nee, hier in Hamburg gibt es genug. Hier in Hamburg gibt es genug, aber wenn du beim Vesselfinder, wenn du für Vesselfinder einen AIS-Tracker aufstellst, Kriegst du den wird Account wird deine Station auch da angezeigt. drin Ja, angegeben. genau. Und wenn hier im Umkreis jemand den Vesselfinder benutzt, ist da immer Werbung von Hamburg Hafen Live unten drin dann. Ach was. Ja. Ja. Ja, ich habe ja auch eine Station, genau. Und zu Marinetraffic und zu Fesseltracker sende ich auch Daten. Ne? Also die kriegen von mir Rohdaten. Hast du die Hardware von denen Bekommen. Ja, bekommen? Genau. Ja. Da musst du mir unbedingt mal Infos geben. Ja, obwohl es auch ein einfacher, nicht so kompliziert ist. Ne? Vorher hatte ich einen eigenen aufgesetzten mit so einem Mini-PC. So mit so einem Raspberry oder? Mit einem Raspberry und dann mit einem so einem RTL-Stick sozusagen, so ein DVB-T-Stick waren es ja früher. Und dann kommt dann eine andere Software drauf. Kannst du auch Flugdaten mit empfangen und sowas. Carla fragt, wo man Frachtschiffreisen buchen kann. Also ich habe das letztes Jahr zusammen mit Frachtschiffreisen Pfeiffer gemacht. Und da haben das auch schon einige Zuschauer gebucht. Ich glaube, es gibt noch 1 oder 2 weitere Agenturen, die das auch anbieten. Aber wenn du einfach googelst nach Frachtschiffreisen, dann wirst du da auf jeden Fall fündig. Empfehlen kann ich Pfeiffer aus eigener Erfahrung. Aber wie gesagt, gibt noch andere. Ich bin auch nicht mit Pfeiffer jetzt irgendwie verheiratet oder so. Aber als ich das gesucht habe, wurde mir auch Pfeiffer gezeigt, glaube ich. Ach, die sind auch super nett. Das macht die, ist halt auch so ein Familienbetrieb, ne, so ein kleines Unternehmen. Und jede E-Mail, die ich da hinschreibe, also maximal 3 Stunden ist die Antwort da. Hast du auch noch nicht gemacht, so eine Frachtschiffreise, Nee, oder? tatsächlich nicht. Hättest du mal Bock drauf, so als Kontrast zur Kreuzfahrt? Zur Kreuzfahrt, ja. Ist, glaube ich, aber sehr rustikal dann. Ne? Also es hat was, ist kein Wellness, oder? Ja, also es ist kein Wellness, es ist natürlich nicht so der übermäßige Komfort, aber ich glaube, dass, was man halt können muss, ist gut alleine sein und gut ohne Entertainment klarkommen. Ja, das Denn es gibt natürlich jede Menge Zeiten, da ist einfach nichts los auf dem Schiff. Die freuen sich halt auch, wenn sie teilweise Seetage haben, dann ist Ruhe, dann verkrümeln die sich, zumindest abends. Und ja, da ist halt nicht die ganze Zeit irgendjemand, der dich belustigt. Ja. dich belustigt, ne? Ja. Ich persönlich finde das ganz schön. Ja, kann auch sehr entspannt sein. Ne? Ich fand es auch immer toll, demjenigen, der gerade Wache hatte, Gesellschaft zu leisten. Der hat sich natürlich gefreut, weil er nicht alleine auf der Brücke saß. Ja, ich glaube, diese technische Seite dahinter ist schon sehr interessant. Ne? Also die Schifffahrt halt erleben. So, ne? Auf der Brücke, das hast du halt beim Kreuzfahrtschiff nicht. Also du lernst halt definitiv viel. Ne? Es ist sehr, geht halt sehr viel um die Seefahrt. Das ist halt das, wo ich immer gesagt habe, das fehlt mir so ein bisschen bei der Kreuzfahrt. Ja. Also ich habe ja nichts gegen den Komfort und Wellness, aber... Man kann ja so Brückentouren buchen auf dem Schiff. Ne? Das, also bei der Kreuzfahrt. Ja, also Da darfst du einmal in die Küche gucken, einmal beim Captain Hallo sagen und... Da bin ich jetzt natürlich so ein bisschen krüsch, was das angeht und sage, das ist halt alles irgendwie Show für die Touristen oder die Gäste. Also das ist bei einer Fachschiffreise mit Sicherheit wesentlich interessanter für Technikbegeisterte und Schifffahrtsbegeisterte. Ja.
Hättest du denn auch die Möglichkeiten gehabt, du bist ja an Bord geblieben die ganze Zeit, ne? Ja. Hättest du die Möglichkeit gehabt, von Bord zu gehen? Ja, grundsätzlich hast du auch die Möglichkeit, von Bord zu gehen, je nachdem immer, wie lange Aufenthalt ist. Und ob es halt Sinn macht. Ne? Manche Häfen sind ja weit außerhalb, da gibt es ja nichts zu sehen. Ne? Ja. Aber ich habe zum Beispiel mal bei Pfeiffer auch so ein bisschen auf der Webseite gesurft. Da gibt es ja auch so ein paar Reiseberichte von Gästen, die an Bord waren. Und da gibt es halt auch Reisen, zum Beispiel so nach Island, wo Frachtschiffe hinfahren. Ja. Und da hatte bei einem Reisebericht drin auch eine Dame, glaube ich, die dann auch sogar auf Island, die hat, glaube ich, einen Hafen ausgelassen, den Wendepunkt, und dadurch konnte sie irgendwie 2 Tage oder 3 Tage auf Island bleiben und ist dann quasi auf dem Rückweg Wieder eingestiegen. Ja, genau. Irgendwie sowas war das. Ne? Also all solche Sachen kannst du machen. Ne? Ja, das wäre ja halt auch interessant, ne? Wenn man mal irgendwo hinfährt, wo man wirklich schon mal hin wollte und sagt, ein anderes Schiff fährt da gar nicht hin, aber die Frachtreisen fahren dahin. Guck mal, Sandro schreibt, Samstag geht's für ihn auf ein Rambo-Schiff nach Norwegen. Sandro, sehr, sehr cool. Ja, Norwegen, Das freut mich. Stell ich mir auch ja, cool vor. das freut mich. Also muss man halt einfach wissen, was man möchte. Ne? Also ich werde es wahrscheinlich dann auch alleine machen müssen, weil letztes habe ich schon mal irgendwie geguckt, es gibt glaube ich gar keine... Es gibt auch Frachtschiffreisen, also es gibt auch Frachtschiffe, die haben fast ein ganzes Deck für Passagiere. Ach was. Da sind 3 oder 4 Kabinen für Passagiere. Ach so, ja. Also ich war ja auf der Scala, da gab es wirklich nur eine einzige Kammer. Da hättest du auf der Kammer sogar schon mit 2 Personen Probleme gehabt. Aber ich habe gesehen, dass es Ich glaube, du hattest ja ein Bild gezeigt, also du hast ja kurz mal in deine Kamera reingezeigt. Ja, so groß war die nicht, ne? Nee, aber ich hatte gesehen auf der Webseite, dass es durchaus einige Schiffe gibt, die Platz für mehrere Passagiere Ja, haben. aber ich glaube, da würde meiner Frau der Komfort fehlen. Also können wir durchaus zusammen machen. Ja. Der nächste Raid trudelt ein von Vinuja. Herzlich willkommen mit 36 Raidern kommen sie rüber. Und die sind nicht alleine. Ronny Golisch gleich hinterher nochmal 48 Raider. Wow, auf Twitch geht die Post ab. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Hier im Hamburger Hafen, live von der Waterkant. Das Hauptprogramm mit der Aida Mar ist schon durch. Wir vertreiben uns noch ein klein wenig die Zeit und warten jetzt auf die Grande Lagos. Ist das ein Conroe oder ein Roro? Ich schau mal. Ich glaube, das ist ein Conroe. Ja, das ist ein Container-Cargo-Schiff. Ein Conroe, genau, so heißen sie. Ja, der kann beides. Alle, die das nicht kennen, die reinen Autotransporter nennt man Roro-Schiffe, Roll-on, Roll-off. Und die kombinierten Container- und Fahrzeugtransporter nennt man Conroe-Schiffe. Also Container Und Roll. Ja, ist es dann Container Roll-off oder Container Roll-on? vielleicht ist das Container Roll. Conroe, Container ja. Roller. Hey, weiß das jemand? Also Roro heißt Roll-on, Roll-off. Roll-off, ja. Conroe heißt das Container Roll? Tja, Wir brauchen einen Fachmann, bitte. Ein Fachmann auf die 3, bitte. Fachmann auf die 3. Miriam fragt, ob man Internet auf dem Frachter hat. Jein. Also je nach Fahrtgebiet hast du halt in Küstennähe Mobilfunkempfang. Und je nach Schiff kann es in ganz, ganz seltenen Fällen mal sein, dass die Starlink haben. Ist aber meines Wissens nach eher die Ausnahme. Also ich würde mal sagen, grundsätzlich hast du eher kein Internet, außer in Küstennähe, wo das Mobilfunk halt ausreicht. Und ich muss sagen, bei meiner Reise mit der Scala, ich hatte wirklich oft Internet. Wir sind ja Ostsee gefahren und dann Richtung Finnland, Schweden und so. Ich hatte wirklich sehr, sehr viel Internet. du hast nur mit dem Handy gearbeitet da? Ich habe nur mit dem Handy gearbeitet. Auf der Rückfahrt hatten wir mal so einen Tag, wo ich fast gar nichts hatte. Aber schon relativ viel. Aber man soll dann ja auch die Natur genießen. Ja. Und das Wasser und das Meer. Wir haben auf unserer letzten Kreuzfahrt zum Beispiel auch kein Internetpaket mehr dazu gebucht, weil wenn wir im Hafen sind, können wir Bilder schicken. Ja. Andi meint, dass es richtigerweise Conroro heißen müsste. Conroro. Conroro, okay.
Und da haben wir von Tapsi nochmal die Info, dass wir auf der Lagos 2000 Toy transportieren können, also 2000 Standardcontainer und 2500 Toyota Corona. Ja, danke Tapsi. Ja, Äquivalent Unit, CEU. Ich sage auch immer Toy, eigentlich müsste man TEU sagen, oder? Ja. Weil es CEU, Koi hört sich an wie so ein Koi-Karpfen. Aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? Wenn man so Dinge einmal drin hat in der Aussprache. Ich glaube aber, dass es im Deutschen das Toy schon irgendwie ist irgendwie so sehr geläufig, ne? Ach komm, wollen wir uns jetzt nicht über richtige Aussprachen unterhalten. Bin ich auch definitiv der Falsche. Das fällt mir bei manchen Schiffsnamen tatsächlich auch sehr schwer. Ja, Sebastian sagt, da ist wieder ordentlich Betrieb im Hafen. Sebastian, also schiffsmäßig ist gar nicht so wahnsinnig viel. Die Carrier sind alle unterwegs. Viel los, aber es ist natürlich immer schön, hier ein bisschen aufs Terminal zu gucken. Da seht ihr die Van Carrier fahren. Und beim letzten Quiz hatten wir ja auch die Frage, wie denn eigentlich die Höhe von diesen Van Carriern bemessen wird. Und die Höhe wird tatsächlich in Containern angegeben. Also 1 hoch, 2 hoch, 3 hoch, 4 hoch. Und wie hoch ist der 3? Container, die übereinander stapeln kann. Also ich frage mich jetzt auch gerade, das ist ganz schwer zu schätzen. Ich würde auch sagen, dass die 4 hoch sind. Also ich muss ja gestehen, ich habe 2009 einen Führerschein für so ein Ding gemacht, weil ich eigentlich im Hamburger Hafen arbeiten wollte. Im Zuge meiner Umschulung als Fachkraft für Lagerlogistik. Dazu kam es aber nicht mehr, weil der Hafen dann irgendwie eingebrochen war. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich darf so ein Ding fahren. Ist ganz schön wackelig da oben drin. Ja, ich bin mal für ein Fotoshooting da oben mitgefahren. Ich habe mal fürs Eurogate so ein paar Business-Fotos gemacht. Das war schon ganz cool. Carla weiß es ganz genau. Es gibt 3 und 4 hoch Van Carriers und das hier sind 4 hoch. Ja, das hätte ich jetzt auch gehört, dass es 4er sind, ja. Ist aber tatsächlich so aus der Ferne schwierig zu sehen, schwierig zu schätzen. Ich sage, man ist so nah dran, aber trotzdem so weit weg, ne? Mhm. Ich habe mir ja selber Starlink gekauft, ne? Starlink Mini. Und du kannst ja mittlerweile, wenn du dieses Reisepaket hast, das kannst du ja monatlich kündigen. Ach ja. Also das heißt, du hast die Hardware einmal gekauft, die war jetzt letztens auch im Angebot. Und dann kannst du sagen, okay, das lege ich mir einfach an die Seite. Und wenn du es dann irgendwann mal brauchst, dann sagst du, jetzt aktiviere ich das für einen Monat. Ne? Und dann nimmst du für einen Monat, lässt du den Vertrag wieder laufen. Und dann hast du halt Starlink. Also das ist echt cool. Du kannst es über die App immer ein- und ausschalten monatlich. Das haben sie schon praktisch sehr benutzerfreundlich gemacht. Ja, das wäre so, wenn wir bei der Technik von Elbcam gewesen, wir haben ja den Glasfaseranschluss auch jetzt erst im Dezember bekommen. Vorher hatten wir da eine DSL 25 Leitung, also ja, Upload von 6 Mbit, das war natürlich gar nichts. Und wenn wir kein Glasfaser gekriegt haben, war das mal ein Alternativgedanke. Aber ist als einzige Leitung zum Streamen auch nicht geeignet. Eigentlich auch nur im Verbund mit anderen. Ja, und das hätte dann halt auch 24 Stunden hier laufen müssen. Und ja, das ist ja schon schön, dass es mit der Glasfaserleitung doch geklappt hat. Ja, wo filme ich denn jetzt mal drauf? Was wollt ihr denn sehen? Ich glaube, da hinten gibt es gar nicht so viel zu gucken. Darüber haben wir Burchardkai, im Hintergrund das Eurogate. Aber schon allein diese Geräuschkulisse ist doch schon schön. Also ich ist toll, oder? Ich habe mir gerade so vorgestellt, mein Schlafzimmerbett hier so, ne? Und dann Fenster auf und du hörst das Rauschen und das Klappern der Container. Gut, Sonnenaufgang ist von der anderen Seite, ne? Den hast du natürlich morgens nicht, aber
Was ist das Blaue? Ja, das sind hier die Fauleier vom Klärwerk. Carla fragt, wie das mit der Mitgliedschaft funktioniert. Carla, die Mitgliedschaften sind für diejenigen, die sagen, hey, ich finde das hier richtig cool, ich lasse monatlich eine kleine Unterstützung da. Und das kann man machen mit dem Button unter dem Video. Diesen Button sieht man aber zum Beispiel nicht, wenn man ein iOS-Gerät hat. Also zum Beispiel auf dem iPhone in der YouTube-App, da findet man den Button nicht. Also am besten ist eigentlich, wenn man das dann am Rechner auf dem Browser macht, da findet man diesen Button mit den verschiedenen Mitgliedschaftsstufen. Ach, hier, Sebastian Kolze, die Maschine. Sebastian ist echt die Mod-Maschine. Hier der Hafenkapitän, ja? Ja. Nee, der Hafenkapitän ist ja unser, das ist ja der Bot. Ach so, das ist der Bot, aber er muss er muss den Befehl einmal eingeben. Ach so, okay. Das Lustige ist, er gibt den Befehl bei Twitch ein und die Nachricht kommt bei YouTube raus. Okay. Weil die Mitgliedschaftsgeschichte ja nicht für Twitch, da ist es ja anders. Ach so. Da hast du ja diese sogenannten Subs. Ja, bei Twitch, da blicke ich noch nicht so ganz durch. Das läuft bei Aber mir. auf Twitch läuft dein Stream auch mit, oder? Ja, der läuft nebenbei auf Twitch, genau. Aber da bin ich tatsächlich auch so im Chat nicht so vertreten. Ich sehe das ja bei dir hier, du hast das so schön nebeneinander, kann man das alles lesen und auf einen Blick. Ich müsste in 2 Programme nebeneinander laufen lassen. Die glimmt auch so ein bisschen bläulich da, oder? Ja, das sieht auch wieder aus wie so ein Schwarzlicht, oder? Ausflugsdampfer. Oft sind das Abichtschiffe mit der blauen Beleuchtung. Nikolas möchte wissen, ob es bei 50.000 Abonnenten einen Special Stream aus dem Shanghai-Hafen gibt. Vielleicht bei 50.000 Subs und Mitgliedern. Aber Shanghai ist ehrlich gesagt gar nicht so... Viel los, oder? Ja doch, Shanghai ist ja der größte Ach so, aus Shanghai selber? Shanghai, ja. Ich dachte, wir haben hier so einen Hafenabteil. Nee, ach so. Das ist ja ich bin da ja von Bord gegangen. Bin ja mit der Leverkusen Express nach Shanghai gefahren. Das ist ja der Tiefwasserhafen Yangchan heißt der. Es ist, glaube ich, der größte Hafen der Welt oder der zweitgrößte nach Singapur. Ich meine, es ist der größte. Der ist 120, 130 Kilometer außerhalb von Shanghai. Okay. Ja, was natürlich in Shanghai wiederum sehr spannend ist, da gibt es ja den Bund. Das ist ja diese Promenade. Und an dieser Promenade mitten in der Stadt von Shanghai, da hast du halt auch diesen Fluss, der da durchläuft. Und im Hintergrund hast du eine sehr, sehr tolle Skyline. Also das ist wirklich, Shanghai hat schon ein paar sehr, sehr coole Also bei 50.000 Bilder. Mitgliedschaften machen wir dann Stream, ja? Hast du ja gesagt. Also wir heißt du mit mir nach Shanghai. Ja, ich habe ja keine 50.000. Ich komme ja mit dir nach Shanghai, ja. Ja, wir müssen Tanja mitnehmen. Die muss ja dann im Notfall unsere Pizza bezahlen, wenn wir wieder schnell raus müssen. Ja, lass uns dann erstmal irgendwas in der Nähe machen zusammen. Ja. Ich kann dich ja mal mit nach Brunsbüttel nehmen. Da stellt sich mit mir auf den Deich, ich setze mich in mein Auto. Das fliegst gleich in die Elbe. Wir machen es auch im Sommer. Wir können ja erstmal gucken, steuern jetzt erstmal die 40.000 an. Ja. Die müssten eigentlich diesen Monat drin sein.
Ja, ihr Lieben, alle, die später eingeschaltet haben, wir hatten heute einen Frühstart mit der AIDA Mar. Ja. Ich bin tatsächlich heute also wirklich ein bisschen verarscht worden. Ich habe heute Morgen vom Cruisegate Info bekommen, 20:30 Uhr. Ich habe heute Mittag beim Lotsen nachgefragt, dass sie rausgeht um 20:30 Uhr. Und vielleicht war der ein oder andere gestern von euch im Stream und hat den Tobi kennengelernt, der als Biker auf der AIDA Mar arbeitet. Der schickt mir um 17:45 Uhr, während wir beim Pizzaessen sitzen, eine WhatsApp und sagt, wir legen jetzt ab. Und ich sage, Digga, ihr legt nicht ab. Ich habe beim Lotsen nachgefragt. Ich war aber auch völlig überzeugt davon, weil diese Infos wirklich, die sind schon sehr zuverlässig. Nee, und dann schickt er mir wirklich ein Bild, wie die Linesmen anfangen, da an den Leinen rumzuprökeln. Ja. Und zack, danach. Also Und zack, mussten wir hoch und den Stream starten. Hat ganz gut geklappt. Und bei mir ist der Dennis von der Elbcam. Hallo? Elbcam Grauer Ort. Naja, Elbcam Shipspotting und die eine davon ist dann Elbcam Grauer Ort. Ja, genau. Aber es nennt sich irgendwie alles Elbcam Grauer Ort. Irgendwie so Elbcam Grauer Ort? Nee, tatsächlich, ich habe ja, vorher war es Elbcam Grauer Ort, aber weil ich ja jetzt ab und zu auch losgehe, habe ich halt das Grauer Ort rausgenommen. Okay, ist nur noch Elbcam. Elbcam Shipspotting, genau. Okay. Aber die 24-Stunden-Cam ist die Grauer Ort-Cam sozusagen. Okay, alles klar. Von der Elbcam. Und Grauer Ort heißt aber die Festung. Und der Ort auch. Ach, der Ort auch. Ja, also okay. der Dorfteil sozusagen. Ne? Ja. Und da läuft im Prinzip ein 24-Stunden-Stream. Da wird halt den ganzen Tag geguckt, was die Elbe rauf und runter geht. Sind auch einige sehr aktive User, die die ganze Zeit die Vesselfinder Marine Traffic wälzen, gucken, was rein und raus geht. Die sind sehr aktiv dabei. Nochmal danke dafür. Die sind ja auch immer hier bei dir. Also ist auch unser bestes Frühwarnsystem. Ja, und das Coole ist natürlich, dadurch, dass die rund um die Uhr läuft, hat Dennis natürlich auch wirklich alles drauf. Also der hat da teilweise wirklich Kuriositäten. Letztens hat er tatsächlich als den Satelliten, der in der Erdumlaufbahn verglüht ist, hat er drauf gehabt. War er natürlich auch nicht drauf vorbereitet, aber da die Kamera lief, hat er es drauf gehabt. Also wirklich sehr beeindruckende Aufnahmen. Valeska, danke dir für 100 Bits. Und Nilsi meldet die Great Lagos jetzt kurz vor Airbus. Ja, Polarlichter haben wir gehabt. Schiffe, die havariert sind auf der Elbe, die dann wieder zurückgeschleppt wurden, hatten wir ja auch schon. Mit Maschinenschaden und sowas. Ne? Du, aber wir könnten doch mal zusammen irgendwie so eine Brunsbüttel-Tour machen oder so. Ja. Also direkt Brunsbüttel dann. Oder dann gegenüber. Also irgendwas da so, ja wir direkt Brunsbüttel oder ich finde, gegenüber ist man sehr weit weg bei dir. Das stimmt, ja. Also das ist schon... Der Vorteil ist halt da, man kann halt schön in die Schleuse so reingucken. Ne? Ja. Sonst ist auf der anderen Seite, glaube ich, gar nicht so die Möglichkeit. Oh, Carla hat den Knopf gefunden. Carla, herzlich willkommen an Bord. Ja. Jetzt Fischmarkt-Mitglied. Ganz lieben Dank, Carla. Hast du den Knopf versteckt, ja? Okay, der Chat vergisst nicht, ne? 2 Euro kommen vom Guido für die gebrauchten Ohrstöpsel vom Rainer. Die gebrauchten Ohrstöpsel waren allerdings vom Peter. Ja, wir waren am Sonntag, als wir im Pub. Ach so, ja. Nicht nur Rainer war mit, auch der Peter war mit. Und Peter hatte noch ein paar Ohrstöpsel in der Hosentasche. Ja. Aber ich werde Peter das ausrichten. Guido, lass uns bitte deine Adresse zukommen und dann verschicken wir gebrauchte Ohrstöpsel. Soll ja ein Riesenmarkt sein. Also ich habe mir sagen lassen, es gibt für alles einen Fetisch. Warum nicht auch für gebrauchte Ohrstöpsel? Ja, gut. Der Peter auf Instagram, den schaue ich mir mal an, den Peter. Ich weiß nicht, ob er die Ohrstöpsel auf Instagram gepostet hat. Aber ich kann ja mal Instagram öffnen. Aber er hatte da ein paar Bilder auch von... Und ich kann ihm ja auch mal folgen, guck mal. Ja. Hat ja auch ein paar tolle Bilder drin. Ah, er war auch mit der Drohne dabei, ja. Aha, Hirsch fragt auch nochmal, wie hieß der Typ von Samstag bei der Überführung? Du meinst bestimmt den Rainer. Rainer von Druckverlust. Der ist auch gerade wieder live. Rainer ist ja 5 Tage die Woche live aus seinem LKW, allerdings nur bei Twitch. Ja. Bei Twitch unter Druckverlust. Falls da gerade jemand parallel zuguckt, ganz liebe Grüße. Der müsste eigentlich jeden Moment im Hafen ankommen. Der hat nämlich auch so eine Hafencam und dann kann man rechts bei ihm aus dem Fenster gucken, wenn er über die A7 fährt, nach Waltershof rein. Ach.
Irgendwie habe ich gesehen, dass er eine Reifencam jetzt hat, oder? Ja, und an der Reifencam ist ein Aufkleber von uns mit der Möwe. Ach so, ja, stimmt, auf dem. Das habe ich, hab ich gestern gesehen, fand ich richtig lustig. Ja. Habe mich wahnsinnig drüber gefreut. Nilsi sagt nochmal, an bestimmten Tagen legt der Halunke in Brunsbüttel an. Zweimal die Woche, ja. Für eine Tagestour. Macht er da einen Zwischenstopp an dem ehemaligen Anleger von der Fähre, die früher von Cuxhaven nach Brunsbüttel gefahren. Da sind die zweimal die Woche, machen die da halt. Katrin fragt, ob Rainer über diese Brücke im Bild fährt. Nein, diese Brücke im Bild, das ist die Kühlbrandbrücke. Unsere berühmte Kühlbrandbrücke, die ja bekanntlicherweise ersetzt wird, Ja. weil sie nicht mehr hoch genug ist und halt auch sanierungsbedürftig. Rainer fährt über die A7. Ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwo was von der A7 sehen. Jetzt muss ich mal überlegen, die geht... Oh, ich muss mal gucken, ob wir hier irgendwo ein bisschen Autoverkehr von der A7... Ach, guck mal da, wenn ich hier so zwischen... Bei den blinkenden Turmleiten, oder? Da sehen wir ein bisschen A7. Ja. So, ob wir da Rainer sehen? Rainer hat... ja, der hat allerdings nur so einen relativ kleinen Aufkleber, Druckverlust auf der Fahrertür. Aber das müsste die A7 sein. Ja, ist sie. Ja. Kurz. Vorhin noch drüber gefahren, durch den Elbtunnel, hierher. Also hier ein bisschen weiter nach rechts, da geht es dann irgendwann in den Elbtunnel. Ja, da und ja, viel weiter komme ich dann mit der Aber da sind Kamera, wir schon die glaube ich, ersten nicht. Brücken vor dem Elbtunnel. Ja, und dann irgendwo da. Ja, ich glaube, da Ich bin noch nie so schnell dann durch keine den- Straße mehr. Ne? Durch den Elbtunnel wie heute gekommen. So was Flüssiges. Ja, wenn es läuft, macht das auch Spaß, oder? Auf der gegenüberliegenden Seite haben sie alle, also aus der... Ach, guck mal, da kommt auch gerade ein Schleppi aus dem Kühlbrand. Ja. Also ich fürchte, wenn Rainer da langfährt und hupt mit seinem LKW, das wird nicht laut genug sein. Nee, das denke ich auch nicht. Ist er denn gerade auf dem Weg dahin, oder was sagst du? Also meistens ist er so um 8 ungefähr in Hamburg, glaube Aha. ich. Hier hat gerade geschrieben, Rainer ist eben in den Tunnel gefahren. Hat Jennifer geschrieben. Eben in den Tunnel. In den Tunnel. Also Ja, auf also welcher ich weiß Seite nicht, denn? Hat er einen extrem markanten LKW? Also ich kann hier natürlich mal draufbleiben, aber ich glaube, so markant ist der LKW gar nicht. Achso, also er ist aber drüben reingefahren, von Norden kommt. Ja, genau, aber dann muss er ja, Irgendwo wieder raus, da ja. muss er ja wie lange fährt der? 5, 6 Minuten? Ja. Und dann kommt er hier raus. Ich weiß nicht, könnt ihr den erkennen? Den LKW, würdet ihr auf diese Entfernung... Der ist weiß, ne? Ich glaube, der ist weiß. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Ach so, gelber Trailer, weiße Zugmaschine. Ein DHL-Auflieger. Ja, DHL-Auflieger hilft uns doch, oder? Los, komm. Und dann muss aber jemand auf Twitch einen Clip davon machen, wenn wir ihn entdecken. Oh, Chargo sagt, er ist noch vor Stellingen. Okay. Ja, dann haben wir ja noch einen Moment. Dann sagt mal Bescheid, wenn er im Tunnel ist. Achso, der ist in den neuen Tunneln wahrscheinlich. Ja, ja, dann ist er noch nicht im Elbtunnel. Aber ihr könnt ja mal Bescheid sagen, wenn er im Elbtunnel ist. Ich gucke noch mal hier nach dem Schlepper, der gerade rausgefahren ist. Wo ist der denn? Ist der schon raus aus dem Kühlbrand? Er ist in der tatsächlich. Baustelle noch da bei Stellingen, ja. Ich habe ihn gerade hier. Volkspark ist er jetzt, okay. 3,5 Kilometer Hamburg-Waltershof. Er hat ja alles da drin in seinen 3,4. Rainer hat in seiner Kiste 10 Kameras. Ach was. Ja. Ja, muss man Spaß bei haben, ne? Und das auch noch alles während der Fahrt managen. Also Rainer muss, ja, was könnte er denn machen, um auf sich aufmerksam zu machen? Vielleicht Alle rundum leuchten.
mit seiner Unterhose irgendwie aus dem Ja, aus dem Fenster winken, ne? winken? Ja, wir werden auch schon angekündigt, dass wir auf ihn warten. Okay, wir versuchen ihn zu spotten. Ja, Oh, Anja korrigiert, 11 Camps hat er. 11 sogar. Oh ja, da triffst du Rainer auch, wenn du nicht die korrekte Zahl seiner Kameras angibst. Das ist ja Wahnsinn. Und ich habe gedacht, Paddy wäre verrückt. Ich habe ja nur 2. Also, nee, 3. Naja, 4 stehen jetzt hier rum. Hier. Timo meint, das Führerhaus leuchtet doch. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber bei ihm im Führerhaus ist immer Puff beleuchtet. Das ist lila, ja. Ja. Ja, ich glaube, er hat auch pinke Ventilkappen oder so. Ja, na, guck mal, ich sehe, er hat auch ein CB-Funkgerät. Hättest du jetzt ein CB-Funkgerät, könntest du ihn ja rufen. Teddybär 04. Jetzt CB-Funk, das wäre doch cool. Ja. Rainer, mein Ja. Teddybär. Er macht Licht. Rundum leuchten, sagt kreativ. Ja, gucken wir mal, ob wir ihn tatsächlich gleich drauf bekommen. Ihr müsst nur sagen, wenn er im Tunnel ist, ein bisschen. Ja, Rainer hat Latenz, ich habe Latenz. Also Ja. Also er ist noch nicht mehr im Tunnel. wir müssen auf jeden Fall früh genug dann drauf gehen. Ja, ein weißer LKW mit DHL-Trailer. Natürlich ist hier Stau. Also Dauer noch bleiben. Jetzt hat er natürlich Stau. Dann ist hier noch die Frage, wo man den Stream von Rainer findet. Auf Twitch findet ihr den unter dem Namen Druckverlust. Oh, ist jetzt im Tunnel, hat aber Stau. Kurz vorm Tunnel ist er. Ja. Alter, der hat an der Stoßstange sogar eine vorne. Ja, Oh. an den Reifen, Ja, Rückspiegel. ja, aber er steht im Stau vorm Ja. Tunnel, ja. Aber die Maincam ist gerade ausgestiegen. Ach, ist das lustig. Eigentlich müsste man ihn jetzt mal anrufen. Er weiß schon, dass wir auf ihn Ja, warten. aber ich könnte ihn ja per Telefon Ach so. uns in den Stream holen. Aber ich glaube, er geht nicht ans Telefon jetzt. Ja, hier ist ja gerade, er hat gerade aber den Sticker sieht man nicht, weil der von hinten blendet, ne? Aber er steht jetzt. Ja. Ne? Ja, aber hier steht es ja auch. Wir haben Jetzt auch ist sie gerade wieder Stau, aber. Ach, aber trotzdem, sowas macht Spaß irgendwie. Ja. Rainer spotten. Ja. Macht euch auf Twitch bitte bereit für einen Clip. Wir müssen Rainer klippen. Kann man das klippen? Ja, auf YouTube kann man ja auch Clips machen, aber Ja, das weiß ich. Aber auf das YouTube ist nicht. Also YouTube funktioniert ist das auch nicht so gut. Aktuell Ja, nicht machen so nicht so gut. viele, aber auf Twitch sind schon viele, also sind doch immer einige fleißig, die Clips machen. Ich habe das mal versucht, die verschwinden immer. Also bei mir sowieso, nach 12 Stunden ist der Clip wieder weg, weil ich einen Dauer-Livestream habe. Dann ist der Clip nach 12 Stunden auch weg dann, ne? Ah, okay. Also der Clip an sich ist noch da, aber es ist ja nichts mehr hinterlegt, weil der Stream okay. ja nach 12 Stunden überschrieben wird. Nikolas fragt, wann die Queen Mary wiederkommt. Nikolas, da kannst du einfach mal auf der Webseite vom Cruise Gate Hamburg schauen. Und Also ich bin der Meinung, ich hätte Mai gehört. Also ich glaube, die kommt 3-mal dieses Jahr. Ja. Aber ganz genau habe ich das Datum nicht im Kopf. Steht er immer noch oder rollt Nee, er? er rollt. Er rollt. Ja, ich würde dann so zur Sicherheit schon mal gucken, dass ich den Spot wiederfinde. Aber ich glaube, er ist noch. Er fährt jetzt gleich in den Tunnel erst rein, ne? Letzte Ausfahrt von. Guck nämlich so auf Kommando, die Stelle jetzt wiederfinden, ist gar nicht so einfach. Wieso war das nicht links von den Eiern? Ja, genau. Nee, rechts von den Eiern war es. Also, ja. Es war nämlich hier irgendwo, da der Schlepper fährt, wieder hier war das. Da hast du die Eier und da sind sie. Genau. Da. Also quasi das blaue linke Ei. Ja. Er ist jetzt hier an Waltershof vorbei. Wenn ich so die Kamera lasse, meint ihr, da könnten wir ihn sehen? Ja, er ist halt auf der hinteren Spur, ne? Von hier aus. Ja, aber er macht ja dann Rundleuchten an, hat er gesagt.
Also geht jetzt in den Tunnel rein, ne? Oder? Nee, immer noch nicht. Es ist ja auch immer noch der Zubringer. Ist es bei Twitch eigentlich mit der Musik im Hintergrund gar nicht so schlimm? Nee, Rainer benutzt auch Musik, die er lizenziert hat. Ach so, okay. Ja. Also kein Radio, einfach, sondern gut. Viermal kommt die Queen Mary sogar. Ja, und Hafengeburtstag ist vom 9. bis 11. Mai. Genau. Peter hat die Info auch nochmal in den Chat gepostet. Also wir müssten ihn eigentlich kurz sehen. Jetzt hatten wir gerade einen LKW. Also er ist im Tunnel drin, ne? Ja. Also wir hatten auf jeden Fall einen LKW gerade, den konnte man ganz gut sehen. Schreibt Rainer doch mal, dass er einfach mal ganz langsam machen soll. Er soll mal einen Stau auslösen. Ja, einfach mal stehen bleiben. Ja. Ja, und bei Twitch ist es halt auch so, im Livestream selbst ist das mit der Musik nicht so schlimm, aber hinterher in der Aufzeichnung, Ach so, wenn du das VOD speicherst. Ne? Es ist ja bei YouTube im Livestream auch nicht schlimm. Gar nicht so schlimm, genau. Aber wenn du das dann aber speicherst. die Aufzeichnung hinterher. Ja. Ne? So, jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen konzentrieren. Nö, ist ja noch drin. Achso, ja, aber Latenz. Wie lange hat der? Auch so 30 Sekunden? Ja, er hat auch 10, 15 Sekunden. Also wahrscheinlich ist Rainer in Wirklichkeit schon in Hannover, wenn er bei uns auf dem Bild ist. Na, ich sag mal, wenn er hier aus dem Tunnel rausfährt, dann Ja, nach. Tunnelmitte ist er jetzt. Ja. Und nochmal die Info von Nilsi. 14.05. ist Queen Mary 2 das erste Mal dieses Jahr in Hamburg. Ich wundere überhaupt, dass der Empfang im Tunnel so gut ist. Ja, Rainer streamt mit der gleichen Technik wie ich. Der Ja. hat auch 3 Leitungen. Achso, okay. Und Rainer meint, nur für den Tunnel hat er O2. Der ist ja am besten im Tunnel, ja. Der war kurz weg und jetzt konnte man sehen, dass irgendwie was Ja, umgesetzt ist. im Tunnel ist er einmal ganz kurz weg und dann ist er aber wieder da. Voll da, ja. Stehen bleiben, wenn auf den Turm kommt. Ja, genau. So, also ein weiße Zugmaschine mit einem gelben Auflieger. Und ein lila Beleuchtung. Also die Idee, im Tunnel stehen zu bleiben, fand er nicht so gut. Nach dem Tunnel. Aber vielleicht möchte er mal wenden. Dankeschön für 100 Pence. Hupe im Elbtunnel für 100 Bits. Interessant, Chat. Also ihr müsst es sehen. Blitz auch ohne im Grill und oben ohne mal ein paar hundert. Ja. Also er hat Rundumleuchten und Blitz am Grill. Ja, wir sehen ihn ja. Soll es alles geben. Befeuerung ist an, ja. Jetzt fehlt ihm noch das Nebelhorn, was er in unsere Richtung lassen könnte. Er kommt jetzt Du musst raus. den Ton leiser machen, Ach so, ja, sonst sorry. hast du den die ganze Zeit auf dem Ach so, Mikro sorry. nochmal. Ja, also er fährt jetzt raus. Da ist er doch, da ist er. Da ist er. Das war er doch, oder? Ja, das könnte er gut gewesen. Weiße Zugmaschinen. Da ist noch einer. Ach, die fahren zu zweit. Das ist Carsten hinten dran. Das sind Rainer und Er hat Carsten. Rundumleuchten und so. Ja, also ich habe von den Also- Leuchten nicht so viel gesehen, aber die sind jetzt zu zweit unterwegs. Ne? Rainer und dann noch sein Kollege Carsten. Da ist er noch. Ah nee, das ist Ein mit Hänger, Hänger, ein mit Hänger, ne? Giderzug. Nee, das waren die beiden. Bist du sicher? Ja. Aber ich habe keine Rundumleuchten gesehen. Ja, das kann sein, dass das Bild dafür ein bisschen zu hell eingestellt war. Hat gehupt. Ja, Hupe habe ich auch gehört, ja. Ja, Mensch. Ja, er zeigt ja gerade rechts. So, hinten ist Lauchi, nicht Carsten. Okay. Ich kenne nicht all seine Kollegen. Ja, aber er fährt ja auch vorne, deswegen. Aber wir hatten ihn. Ja, Wir hatten ihn. jetzt hat er die Hafencam an. Captain Chaos sagt, es braucht mehr Zoom. Ja, wir müssen das mal machen, wenn so in einem Monat, wenn es länger hell ist, dann kann ich nämlich das ganz dicke Objektiv hier draufschrauben und dann können wir Rainer wirklich, Ja. also dann kriegen wir ihn deutlich größer drauf.
Ja, aber haben wir ja auch noch einen Rainer gehabt. Ich nur eine AIDA. So, startet heute noch eine Rakete startet doch heute auch noch irgendwo, ne? Echt? Ja, die sollte eigentlich gestern starten, hat dann aber den Start abgesagt, auf heute verschoben. Ja, sowas macht Lust, sowas macht aber Spaß hier, finde ich. Dr. Rohrzange schreibt, nee, heute ist Lauchi, ich habe Busse und Zerbe-Auflieger. Ach, Carsten, bist du etwa Dr. Rohrzange? Ich muss erstmal diese ganzen Twitch-Namen sortieren. Die ganzen Pseudonyms, ne? Wo ist eigentlich unsere AIDA hin? Wen interessiert noch die AIDA, wenn er Wir haben den Rainer. kann? Ja, das stimmt. Ja, nächste Challenge ist Porträt von Rainer während Ja. der Fahrt von hier zu machen. AIDA ist vor Stader Sand. Das heißt, sie müsste jetzt jeden Moment auf der Jeden Elbcam Moment sein. auf der Elbcam zu sehen sein. Ja. Ja, und Great Lagos ist Finkenwerder durch. Ja. Hat denn jemand einen Clip gemacht vom Rainer? Ja, eine Rainer-Cam aufstellen. Soweit kommt's noch, dass Rainer hier noch eine eigene Kamera im Hafen bekommt. Die Rainer Cam oder was? Obwohl, warum nicht? Ja, irgendwie ärgere ich mich dann schon ein bisschen, dass ich heute mit dem Auto bis ganz vor die Tür gefahren bin sozusagen und keine Fähre gefahren bin, aber ich hatte Angst, dass dann mein Zeitplan nicht aufgeht. Und auch gut, ne? Wenn wir jetzt, wäre ich ja noch Ja. später gekommen, hätten wir die AIDA voll verpasst. Ja, die Fähre leuchtet sehr schön. Hier seht ihr aber natürlich auch so ein bisschen das Problem mit der Helligkeit von diesen Beleuchtungen. Wenn wir das wirklich lesen wollen, das One, guck mal, wie dunkel ich das Bild machen muss. Dasselbe Problem habe ich bei der AIDA auch immer. Das ist sehr schade. Den Schriftzug, der ist immer total überbeleuchtet. Ja, das ist sehr, sehr schade. Aber das heißt, Challenge accepted. Wir müssen einfach demnächst in HDR streamen. Können die Beleuchtung nicht einfach ein bisschen dimmen? Auf jeden Fall, wenn Sie hier vorbeifahren. Ne? So, Lotse geht rüber zur Great Lagos. Also ich muss sagen, das ist hier wirklich eine sehr schöne Position, wenn diese Autodampfer vorbeifahren, Ja. weil die ja dann da hinten noch die ganze Kurve zur Elbphilharmonie Ja. nehmen. Liminis fragt, warum ich nicht jetzt schon in HDR streame. Ja, ganz einfach, weil mir dann einfach noch die komplette Verarbeitungskette fehlt. Das reicht ja nicht, dass du einfach nur eine Kamera hast, die HDR aufnimmt. Du hast das ganze System dahinter. Es muss ja alles auf HDR abgestimmt sein. Und ich muss auch gestehen, ich habe mich noch gar nicht so sehr in der Tiefe damit beschäftigt, was mir da eventuell noch zu fehlen würde, um den Jump auf HDR zu machen. Erstmal arbeiten wir jetzt an 4K. Hat jemand auf YouTube vielleicht auch einen Clip gemacht? Wir müssen mal die Clip-Kultur auf YouTube ein bisschen anfeuern. Ich habe ja einen Clip mal irgendwann von dir gemacht, als du im Hafen unterwegs warst beim Hochwasser und der Blitz im Hintergrund irgendwo eingeschlagen ist. Davi schreibt, Clip ist im Discord bei Rainer. Subi. Jetzt ist noch die Frage, wie ist Rainers Discord-Server? Ich bin da gar nicht drauf. Ich muss mal bei Rainer auf den Discord-Server drauf. Aber wir haben ja auf jeden Fall die Aufzeichnung. Also auf YouTube bleibt das ja alles erhalten. Auf Twitch habe ich auch ein VOD. Nur Rainer, der zeichnet seine Streams nicht auf. Einfach aus Datenschutzgründen und weil es halt einfach auch sehr viel bei ihm ist. Also da er jeden Tag 5, 6, 7 Stunden streamt, wenn er das alles aufzeichnen und behalten würde, guckt sich eh keiner an. Mit 11 Kameras. Ja, Finn van Grambo, die AIDA, die ist schon lange durch. Die ist viel zu früh rausgegangen. Die war eigentlich für 20:30 Uhr geplant, ist dann aber um 18 Uhr raus mit einem Jumpstart.
Und irgendwann bin ich auch der Meinung, dass wir nochmal Schwester Hansen bei Rainer auf den Beifahrersitz setzen müssen. Ich glaube, Die beiden. Also ich Ein Auto? bin mir ganz, ganz sicher, Das wird ein interessanter Stream. dass der Stream einen Preis gewinnt. Bin ich mir ganz sicher. Ja, und Also das ist wirklich, wenn es sowas gibt wie Streampreise, dann ist das definitiv ein Kandidat dafür. Der Stream sind, wird sind, die beide, Nation- sind die beide gleiches Kaliber, so etwa, ne? Ja. Ja. Und Ich hab- der Stream wird auch Definition die Nation spalten. Einige werden es lieben und feiern und einige werden es hassen. Ja, wir warten jetzt noch auf die Great Lagos, einen Conroe-Transporter. Der wird hier noch direkt bei uns vor der Tür vorbeifahren. Ist schon hinten beim Hafenlotsen, also das heißt, irgendwann müsste das Schiff eigentlich da so zwischen diesen Gebäuden auftauchen. Irgendwo da hinten. So, die AIDA kommt vor die Elbcam. Führt der Rechner, Paddy, führt der Rechner irgendwie eine aktive Aufgabe aus gerade? Der Rechner? Nein. Kannst du mir deinen Browser öffnen? Am liebsten Chrome. Einen Browser. Möchtest du die Elbcam steuern? Ich würde versuchen wollen, Ja, weil das kann ich mit dem Handy nicht so toll machen. da hast du Chrome und einen Rechner. Ich versuche mal, ob das... Also Dennis übernimmt jetzt die Steuerung der Elbcam. Da kommt die AIDA Mar. Das heißt, wenn ihr möchtet, könnt ihr da parallel gleich auch noch mal gucken. Dennis wird von hier aus steuern. Ja, guck mal hier. Ihr könnt live sehen, wie er steuert. Nein, noch nicht. Da. Du bist im Bild. Setz dich hin. Ja, ich bin noch am Tippern. So, jetzt muss ich erstmal hier. Was haben wir da? Das ist ja quasi ein Multi-Multi-Stream. Ja, da müsste die Great Lagos ja eigentlich jeden Moment hier ins Bild fahren. Maschine Sebastian hat auch mal in den Chat den Clip gepostet. Sebastian, kannst du so lieb sein und den Link vielleicht auch mal bei YouTube posten? Das ist ja, glaube ich, öffentlich zugänglich. Da braucht man meiner Meinung nach keinen Twitch-Zugang für, oder? Ist sie da hinten im Bild schon zu sehen? Ist das schon die Great Lagos? Irgendwas leuchtet da. Eine Maus hast du nicht zufällig, ne? Bitte? Eine Maus hast du nicht zufällig, Nee. so eine externe, ne? Gut. Nein, Ja, gut. Ich nur das lebe auch so damit. Trackpad. Ja, da sind wir nämlich schon drauf. Ah, da ist sie schon. Jetzt will ich mir mal für den Chat nämlich mein Handy noch dazu. Guck mal hier, jetzt könnt ihr da noch Dennis bei der Arbeit, wie er die AIDA trackt, auf der Elbcam. Voller Konzentration. Und für alle Elbcam-Fans gibt es jetzt auch T-Shirts. Ja. Sieht man's? Ja. Oh, da kommt die Great Ja. Lagos. Ist ja wieder ein höchst interaktiver Stream heute. Nee, den Rainer sehen wir. Also ich kann ja, im Chat bei mir wird gefragt, ob wir den Rainer da auch gleich sehen. Dennis, du musst mal öfters bei ihm im Chat sein. Also du wärst auch ein Kandidat. Rainer nimmt ja ab und zu immer mal so andere Streamer mit. Ja. Und ich glaube, du wärst auch ein gern Ich gesehener könnte ja Gast. sogar selber fahren, ne? Also ich habe einen LKW-Führerschein. Ja? Ja, ich bin ja immer 10 Jahre zur Straße gefahren sozusagen, nicht zur See. Oh, die ist aber flott unterwegs hier.
So, schön, dass ihr jetzt 3 Streams gleichzeitig aufhabt. Elbcam, Druckverlust und Hamburg Hafen Live. Alle werden bedient. Irgendwann blinkt zur Elbcam. Ich kriege Lichtzeichen von der AIDA. Hier. Ach, wie cool. Blinkt da jemand? Ja. Ich habe gerade geschrieben, wer blinkt da? Das ist ja cool. Ich habe bei Brunsbüttel habe ich letzten Horn von der Skala bekommen. Ja. Ja. Ja, das ist die Backbordseite, die hatten wir gar nicht richtig drauf. Ja, irgendwer blinkt da. Nikolas, ganz lieben Dank für dein Lob. Da blinkt. Dein Stream eskaliert auch gerade, oder? Ich habe 193 da, ja. Das ist doch cool. 205, wow. Elbcam explodiert auch. Hier kann man so schön in die Kuppel reingucken. Ja, heute mache ich nicht so viele Experimente. Heute fahre ich Hast du denn zu Hause richtig so einen Joystick? Ich habe so einen richtigen Joystick mit Zoom und sowas. Okay. Ja. Auch im Auto dann auch, ne? Das ist natürlich jetzt nicht ganz so komfortabel. Genau, das ist jetzt hier, jetzt muss ich quasi mit der Maus so ein bisschen ziehen. Eine Minus- und eine Plus-Taste gibt es bei diesem nicht, oder? Hier ist eine ist Minus und da ist Plus. Okay, jetzt könnte ich jetzt zum Beispiel, ich muss eine Kombination drücken, ne? Control wahrscheinlich. Nee, eigentlich ist das ohne. Achso, Probier ja. doch mal. Mhm. Passiert nichts? Nee, passiert nichts. Ja. Siehst du, jetzt sieht man zum Beispiel auch, also das Schiff ist sehr schön mit den Fenstern, aber die Übrigens, bei Twitch hast du jetzt auch 38 Zuschauer, wird gerade gemeldet. Ach ja. Ja, da habe ich gerade keinen Zugriff drauf. Der Markus Liermann ist auch endlich wach. Der Paddy braucht eine Maus, ja. Der Paddy kann mit seinem Touchscreen hier gut umgehen wahrscheinlich oder seinem Ja, zu Hause habe ich auch eine Maus, aber so mit dem Laptop mache ich eigentlich immer alles mit dem Touchpad. Ja, ich könnte ja hier unten auf rauszoomen gehen. So. Oh, 250 da. Wir müssen uns öfter zum Streamen verabreden. Ja, und dann müssen wir den einfach, oh, die Lagos kommt auch. Dann müssen wir, aber kann ich dir ja, müssen wir das einblenden dann. Ja, wir müssen das auch irgendwie technisch alles mal auf solide Beine stellen. Dass Also wir grundsätzlich könnte ich ja jetzt einen zweiten Stream rausschicken. Ich habe ja jetzt genug Datenleitung. Also hier bei mir kommt auf jeden Fall die Great Lagos, ein Conroe-Frachter. Was hatte Tapsi geschrieben? 2000 TOI und 2500 CEU von der Kapazität her. Etwas spärlich beleuchtet. Ich sag mal, schwarzer Schuhkarton auf schwarzem Grund. Aber ich finde, das ist toll, wie Ja. die Bordwand da so leicht beleuchtet wird. Das sieht doch einfach toll aus. Bei der Lagos jetzt hier, ne? Ich mag das, wenn die so schemenhaft beleuchtet sind. Ja, Bild in Bild wäre jetzt tatsächlich nicht schlecht, aber ich habe leider jetzt keinen direkten Zugriff auf die Elbcam, aber Wir arbeiten dran. Challenge accepted. Im Augenblick ist es für euch einfacher, 2 Browser zu öffnen.
Das stimmt. Und dann könnt ihr euch das auch beliebig anordnen. Ja, stimmt. Druckverlust müssen wir ja auch noch einblenden. Ja, Matze, danke dir. 2 Euro Superchat. Er schreibt, er ist momentan leicht überfordert. So sieht ein Schiff aus, wenn ich male, schreibt Andi. Ja, ein Kasten. Ne? Ein Guido, danke dir. 2 Euro Superchat. Er sagt, pack noch mal einen Zwilling ins Phrasenschwein. Du meinst, ich soll noch mal sagen, sensationell ist das heute Abend wieder hier. Oh ja, Andi Borchert sagt, Thomas von Fluggesellschaft müssen wir auch noch dazu holen. Ich glaube, der ist aber heute nicht live, oder? Also machen wir eine große Konferenz sozusagen. Ja, wir müssen die alle mal auf die gleiche Stream-Plattform kriegen, dann ist das ganz einfach. Farbe ein bisschen korrigieren. Stream-Stammtisch ist auch eine schöne Sache, ja. Und dann müssen wir die Chats noch alle zusammen in einen Topf werfen. Auch noch. Also bei deinem Chat werd mir sowieso schon schwindelig. Anja sagt, Rainer ist der Einzige, der nicht auf YouTube ist. Ja, aber Rainer hat, das haben wir ja am Wochenende auch geklärt. Er nimmt das in Angriff. Ich bekomme hier noch einen Tipp von dem lieben Parzi. Er sagt, es gibt eine Seite, die nennt sich Multistream, also multistre.am. Und da kann man mehrere Streams sich gleichzeitig anzeigen lassen. Schaut euch das doch mal an. Ich hab das schon mal gehört, ich habe das selber noch nie ausprobiert. Aber vielleicht ist das ja tatsächlich eine gute Lösung dafür. Wer mag und Zeit hat, kann sich das ja mal angucken. Vielleicht kann die Maschine Sebastian Kolze ja auch mal gucken. Hat die jetzt schon einen Schlepper dran, ja? Also meistens geht hier der Achternschlepper dran, wenn der nicht schon dran ist. Ja, weil da jetzt auch schon einer kommt, deswegen. Ne? Ja. Aber die holt ja auch schön was raus, die Kamera noch an Licht, ne? Ja. Ja, schön. Ja, das ist für Dunkelheit ist die schon echt gut, die Kamera. Ja, das ist fast ein Jahr her, wo du mit deinem ersten Nachtstream so an. Kann das sein? Dunkelstream? Ja, ich habe das vorher auch schon gemacht, aber die ersten Kameras, ich hatte ja am Anfang noch so einen Camcorder, aber der hatte so einen Pimmelsensor. Ja. Da war nachts nicht viel mit zu holen. Und dann bin ich irgendwann wieder auf die Vollformatgeschichten umgestiegen, habe das erst mit der Panasonic gemacht. Die waren ganz okay, die war aber beim Autofokus dann eher
eine Katastrophe. Und dann bin ich ja irgendwann auf Sony umgestiegen. Und seitdem funktioniert das eigentlich ganz gut bei Drogenlight. Wahnsinn. Boah, was für Bilder. Guck mal, da steht auch jemand draußen. Ja. Boah. Oh ja. Ja, das ist schon krass. Sowas kann man natürlich super, super ich eskaliere gleich. Ja, das ist ich eskaliere gleich. Wie viel Platz da nur zwischen das Meter? Guck mal, jetzt gleich Touchdown. Zack. Da ist die Wurfleine. Boah, ist das geil. Hat da gerade jemand geschrien vom Achterschlepper? Ich habe A gehört. Ah ja, da geht auch gerade die Leine hoch. Katrin fragt, wie viel Tiefgang die hat. Katrin, ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeschaut. Kann man aber auf dem Wesselfinder nachgucken. Vielleicht ist jemand so lieb und schreibt gleich mal für Katrin den Tiefgang in den Chat. Duffy, ja richtig, es gibt natürlich einen Druckverlustkanal auf YouTube, aber Rainer streamt da noch nicht. Aber das ist sein Kanal. Vielleicht könnt ihr da aber mal ein Abo dalassen, um ihn latent unter Druck zu setzen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Zugzwang nennt man Ja. das. ,9,50 Meter Tiefgang haben wir. Danke für die Info. Ja, und jetzt geht es da hinten in die Stadt rein. Einmal an den Landungsbrücken vorbei, Hafenrundfahrt Richtung Elbphilharmonie und dann zum sogenannten Oswald-Kai. Möchte ich auch mal wieder einen Stream machen da hinten. War ich schon eine ganze Weile nicht mehr. Ja, und Rainers Homepage ist hier nochmal www.dickehupen.com. Ja, Hänschen, ich weiß nicht, ob er das schafft ab 1.4. Aber was auch immer hilft, ist, wenn ihr gleich alle einmal zu Rainer rüber geht und dann mal nachfragt, was denn mit seinen Streamplänen bei YouTube ist. Rainer lässt sich gerne von der Community unter Druck setzen. Ja, das sieht immer toll aus, oder? Diese Schleppermanöver. Ja, und jetzt wird sie ja von der Skyline auch so schön beleuchtet, ne? Diese ganze Ja, Reflexion und das auf Schöne der ist, dass das Schiff jetzt auch von der Seite so ein bisschen Licht bekommt. Reflexion auf der Bordwand da. Schön. Guido Kuku kommt nochmal mit 2,49 und sagt, er tut es dem anderen Guido gleich. Herzlichen Dank. Ach, ihr seid wieder klasse, wie ihr das Ganze hier unterstützt, wie ihr mitmacht. Aber das macht doch echt Spaß, oder? So mit mehreren Leuten. Mensch, den Rainer da einmal gespottet Ja. auf der Autobahn. Dennis ist dabei, macht auch einen Stream. Alles so ein bisschen unterschiedlich. Jeder auf seine Art. Ich finde, das macht richtig Laune. Dennis ist übrigens auch auf dem Gin Hotel dabei. Ja, am Sonntag, aber Rainer ist leider auch nur. dabei. Druckverlust. Du bist nur Sonntag. Ich bin leider nur sonntags da. Okay.
Rainer ist auch dabei. Ich weiß noch nicht, ob Rainer am Freitag kommt. Er hatte gesagt, er muss sich da Urlaub nehmen für. Also falls ihr noch Lust habt, Hafengeburtstag, die Hamburg Hafen Live Lounge auf der Dachterrasse vom Gin Hotel zur Einlaufparade und zur Auslaufparade. Könnt ihr euch gerne für anmelden. Vielleicht haben wir ja noch mal den Link. Vielleicht ist noch mal eine von unseren Modmaschinen so lieb, den Link zu posten. Lutz aus W., ganz herzlichen Dank für eine verschenkte Mitgliedschaft. Ja, Gerhard, ein Balkon am Büro, das wäre auch nicht schlecht. Aber die Dachterrasse vom Gin Hotel, die ist echt riesengroß. Das ist schon wirklich klasse. Meine Frau guckt den Stream Ja? und unsere Katze ist total irritiert, weil sie mich hört, aber nicht sieht. Können Katzen Stimmen so Ja. erkennen? Ja. Okay. Und ja, sie, wie gesagt, sie sitzt am Fernsehen, guckt das quasi. Und da schreibt sie hier, Sue hört dich, aber sieht dich nicht. Und sie ist ganz irritiert. Ja, Schwester Hansen ist natürlich auch dabei. Ja. Auf der Dachterrasse. Ben und Kirsten werden dabei sein, wobei Ben eventuell Außenreporter auf der Barkasse sein wird. Tanja ist natürlich auch dabei. Peter und Sandra können leider nicht. Was mit Basti ist, weiß ich noch nicht. Ich glaube, Basti ist auch da. Und was ist eigentlich mit Sebastian Kolze, unserer Maschine? Wahrscheinlich, Sebastian hält wahrscheinlich die Mod-Stellung, Ja, weil sonst kein Mod verfügbar wir ist. können ja alle gleichzeitig moderieren. Ja, also Sonntag sind wir auf jeden Fall, haben wir uns angemeldet, da können wir auf jeden Fall. Freitag müsste ich, wenn alleine kommen, aber ich wusste es noch nicht genau, deswegen habe ich mich nicht angemeldet. Und Dennis, wir kriegen dich im Notfall auch ohne Anmeldung unter. keinen Platz wegnehmen für andere. Nein, wir kriegen dich auch so unter. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich habe eine Hamburg-Hafen-Phobie. Von vor 2 Jahren, das war so ein Horror, davon wegzukommen. Wir waren an den Landungsbrücken. Und nach dem Feuerwerk sind alle Das ist heftig, ne? Es ist, Ja, das ist heftig. es war sehr erschreckend. Ja, auch ein schönes Bild Ja, auch die Elfi dahinter. vor der Elbphilharmonie. Ja, dann hoffen wir mal, dass die AIDA morgen früh nicht wiederkommt. Ne? Ja, wenn wir auf Twitch gleich zu Rainer rüber raiden, dann tut mir doch mal den Gefallen und fragt mal höflich nach, Was was denn? mit seinen YouTube-Plänen ist. So, die AIDA ist auch raus aus dem Blickfeld sozusagen bei mir. Matze schreibt, dass Rainer schon leicht angenervt ist. Dann lasse ich mich heute lieber nicht bei ihm im Chat blicken. Sagt ihm, ich habe was vor. Du hast sie doch alle dahin geschickt. So.
Bis ich zu Hause bin, ist er auf dem Rückweg, dann hat er das alles schon wieder Wie vergessen. kann ich dieses Chatfenster hier da draufdrücken? Ne? Ist das eigentlich ein iPad oder da? Bitte? Ne? Da muss ich draufdrücken. Und dann Das ist ein ganz normaler. Genau. Okay. Ja. Ja, ich würde sagen, geh doch bitte noch mal darüber. Ich gehe nochmal darüber, ja. Dann können wir nämlich jetzt hier mal. Ja, ach, guck mal. Achso, ich muss ja auch mal hier, damit ich gleich auch hier Stopp drücken kann. Also, Ja, also ich fand es richtig cool. Ja. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, es war Moment, ich sehr schön bei bin euch. Sofort. So. da sind wir. Ja, es war sehr schön bei euch. Hat mir Spaß gemacht. Und Hat auch Laune gemacht, oder? ja, war richtig schön. Ja. Gutes Wetter, tolles Licht gehabt mit Ja. der Aida Mar. Okay, klein bisschen überrumpelt worden. Aber es hat ja noch gut funktioniert. Dafür lichtmäßig natürlich dann belohnt am Ende. Und irgendwie einen sehr lustigen Abend gehabt. Also ich finde, das könnte man öfter machen. Ja, Ein bisschen so wenn die Zeit dafür ist, komme ich gerne nochmal wieder. Streamer-Stammtisch Ja. oder irgend so ein Quatsch. Irgendwie das Ganze so ein bisschen zusammenschalten Ja. und hin und her. Und na, Das kriegen wir bestimmt hin. finde ich Ja. richtig geil. Ja. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, ich muss natürlich mal wieder ein ganz dickes Dankeschön loswerden an euch alle, dass ihr dabei wart, dass ihr im Chat wieder so aktiv wart, dass ihr uns natürlich auch ordentlich mit Informationen wieder versorgt habt. Das war also wirklich wieder ganz großartig. Auch natürlich, dass ihr den Kanal unterstützt habt, dass ihr überhaupt dabei wart, dass ihr aber auch einfach den Follow- oder Abo-Button gedrückt habt. Das alleine bedeutet immer schon sehr viel. Aber natürlich auch alle, die den Kanal wieder mal finanziell unterstützen. Und ich sehe gerade, hier ist noch ein bisschen was reingekommen. Peter Ganz lässt noch mal 5 € Superchat da und schreibt, in 9 Tagen sind wir endlich wieder in Hamburg. Und bei der LAI, okay, was ist die LAI? Whatever. Auf jeden Fall in 11 Tagen geht es dann auf die Zoll. Viel Spaß, Peter. Und Carsten verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Ja, also vielen Dank an euch da draußen für die ganzen Unterstützungen für sowohl den YouTube, aber auch den Twitch-Kanal. Und natürlich auch ein dickes Dankeschön wieder an unsere Moderatoren. Ja. Immer lustig mit denen. Ja. Lustig, hilfreich. Ja, Ja. und nehmen auch viel ab. Ne? Man sieht ja nicht alles. Ne? Ja, Genau. Ja, also es rutscht halt viel durch und ich glaube, das ist auch immer ganz schön, weil die Moderatoren sind ja im Chat auch so ein Ankerpunkt. Ja. Ne, da weiß man einfach, hey, die können dann halt auch, wenn doch mal irgendwie was passiert oder ein bisschen Ja. Unruhe oder so, auch die machen dann, hey, alles gut. Ja. Ne? Dann kommt Ja. Schwester Hansen einmal. Ja. Na gut, ihr Lieben. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.